Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten. Ich darf euch recht herzlich wieder zu einem kleinen Review begrüßen. Und ihr seht es auf dem Tisch, wir werfen heute einen Blick auf die brandneuen A&K Masada Modelle bzw. MSK Modelle. So, schon wieder neue, muss man letztendlich sagen. Denn ich habe bereits eine geupdatete Version von Begadi im Dezember 2021 für ein Review zugeschickt bekommen. So, und zum Weihnachten hin war ich dann schon mit den Internals fertig, Schusstests war fertig, Chrono war alles soweit fertig. Es haben also nur noch letztendlich die Standardaufnahmen, Kompatibilität, Magazine und so. Die Sachen haben noch gefehlt. So, aber dann nach Weihnachten in Januar rein, da kam dann so viel interessantes Zeug, was mich ein bisschen persönlich mehr interessiert hat, dass das Modell eigentlich letztendlich irgendwo im Eck immer liegen geblieben ist. Und dann, ja, wie gesagt, dann ja, mache ich sie nächste Woche, mache ich sie nächsten Monat. Letztendlich nach einem halben Jahr wieder zurückgeschickt und jetzt haben wir ein komplett neues Modell auf dem Tisch, was mich aber deutlich mehr interessiert. Denn im Vergleich zu den anderen Modellen hat jetzt diese neue Version nicht nur diesen CNC-gefrästen Vorderschaft mit M-Lock, also wurde ein bisschen aufgehübscht, sondern das Modell hat endlich mal eine brauchbare Rotary Hop-Up-Kammer aus Aluminium einmal drin verbaut. Und Leute, das Ding schießt out of the box brachial, also richtig, richtig gut. Und das ist eben wichtig, denn diese Hop-Up-Kammer, diese CNC-Gefräse, die wird es auch sehr günstig einmal zum Nachkaufen geben. So, und das finde ich gut, denn natürlich, ich habe auch so eine Masada seit 7 Jahren oder sowas, aber das Thema Hop-Up war bis jetzt bei diesen MSK oder Masada-Modellen einfach nur grausam. Bedeutet, ich hatte diese Wii Hop-Up-Kammer, hat Schweinegeld gekostet, hat nicht funktioniert, dann hatte ich die Airsoft Pro einmal drin, funktioniert so lalala. Aber ihr wisst selber, wenn es Hop-Up nicht funktioniert, dann taugt die ganze Knifte nicht. Und wie gesagt, selbst mit der Airsoft Pro Hop-Up-Kammer, dann war die Lippen zu lang, nicht die Kompatibilität zu den Buckings ist nicht gewährleistet, dann kann es sich teilweise verstellen. Also war auch nie was Gescheites. So, und da hat man jetzt endlich mal eine brauchbare Hop-Up-Kammer und die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also Leute, lehnt euch zurück, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Dann beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal mit dem Lieferumfang und ihr seht jetzt hier drüben einmal die CQB-Variante in B-Color auf dem Tisch liegen. Denn ich habe nicht nur für das Review die Standard-schwarze Version, also Standardversion in schwarz zugeschickt bekommen, oder als Leihgabe bekommen, sondern im Karton war jetzt eben die CQB-Version in B-Color noch mit drin und die lange Version in B-Color war auch nochmal mit drin. Was ich jetzt mit 3 kniften will, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es halt eine CQB-Version und eine lange Version und jedes Modell jeweils entweder in Standard Schwarz oder in der Kombination aus Schwarz und FDE bzw. Flat Dark Earth einmal an den Kunststoffteilen. Der Lieferumfang ist aber letztendlich 1:1 identisch. Bedeutet, ihr habt im Karton nicht nur die Knifte drin, sondern nochmal einen Laufreinigungsstab. Gleiche Länge bei jedem Modell. Dann circa 200 Mumpeln, 0,2 Gramm. Standard Speedloader ist mit drin, finde ich immer gut. Kleines Kunststofftool, um das Korn in der Höhe einstellen zu können. Und ebenfalls bei jedem Modell 2 Stahlblech Midcap-Magazine sind ebenfalls enthalten. Also wieder 2 Midcaps dabei, finde ich immer gut, kann man immer gebrauchen. So, Papierkram. Nö, wurde weggespart letztendlich. Bedeutet, hier ist keinerlei Gebrauchsanweisung und keinerlei Sicherheitsanweisung einmal im Karton enthalten. Und das bei keinem Modell, was ich einmal bekommen habe. So, finde ich für den Einsteiger nicht gut. Bedeutet, man muss jetzt letztendlich einen Reaper gucken, damit man weiß, wie man da den Akku einlegt, wie das Federschnellwechselsystem funktioniert und wie das Hopper funktioniert. Finde ich gut, da hat Begadi mitgedacht. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, also hätte meiner Meinung nach gern so ein bisschen Papierkram einmal beiliegen können. Ist aber leider nicht der Fall. Lasst uns anschließend gleich wieder mit den technischen Daten einmal weitermachen und beginnen wir hier zunächst mal bei der langen Version und bei den Daten, die 1:1 identisch sind. So, zunächst einmal die Modellbezeichnung der Hersteller. Natürlich, das Modell kommt von A&K, wird dementsprechend einmal in China hergestellt und die Modellbezeichnung ist einmal MSK. Dementsprechend auch die PTB-Zulassung, MSK und die Zulassung und der Vertrieb natürlich über begadi.de. So, ihr könnt das Ding letztendlich auch Bushmaster ACR nennen, ihr könnt Magpul Masada dazu sagen. Das ist letztendlich euch überlassen, wie das Ganze aber zusammenhängt im Real-Steel-Bereich.
Das weiß ich nicht. Da müsste ich mal Wikipedien. Bedeutet, ich glaube, das Modell kam früher mal vom Bushmaster, dann hat es irgendwie Magpul übernommen und jetzt liegt es letztendlich bei Magpul, glaube ich. Ist ja auch nicht mehr das frischeste Modell. So, dann, wie schon gesehen, es gibt eben diese CQB-Variante und die lange Version und beide sollen zum aktuellen Zeitpunkt 499 € kosten. Puh, da schlucken wir jetzt erstmal. Also stolze 500 € muss man mittlerweile vielleicht aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, Materialkosten, Frachtkosten, whatever, muss man mittlerweile für so eine Masada von A&K auf den Tisch legen. Bedeutet, im Vergleich zu den Modellen, die eben Ende 2021 kamen, ohne jetzt diesen M-Lok CNC-Vorderschaft und ohne die Rotary Hop-Up-Kammer, nochmal 50 € teurer geworden. Boah Leute, wenn das so weitergeht, dann kann ich mir bald keine Knüft mehr leisten. Nee, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, 500 € teuer. Richtig teuer geworden, muss man sagen. So, dann zu den Maßangaben. Die lange Version oder die Standardversion hat im eingeklappten Zustand eine Länge von 665 mm. Wenn wir dann den Schaft einmal aufklappen, erreichen wir im eingeschobenen Zustand eine Länge von 830 mm und komplett ausgeschoben erreichen wir 905 mm. Der Innenlauf ist gerade bei der Standardversion sehr dankbar, aufgrund auch von der Energie. Hier ist ein Standard AEG-Lauf drin mit einer Länge von 400 mm und einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Also hier bereits ein Tuninglauf mit 603 drin verbaut. Dann die 21 mm Pick Rail, die ist letztendlich bei beiden Modellen natürlich identisch. Bedeutet von hier hinten bis nach ganz vorne eine Länge von 450 mm. Das Ganze wird aber hier um 60 mm unterbrochen, da hier das Korn einmal drin versenkt ist. Können natürlich einmal aufklappen, schauen wir uns später an. Aber Gesamtlänge sind 450 mm. Und hier erweitert eben dieser neue Vorderschaft oder diese M-Lok Vorderschaft, erweitert hier im vorderen Bereich eben nochmal die Pick Rail. Keine Ahnung, PEQ-Box, whatever, Lampendummy, auf jeden Fall hier vorne eben nochmal eine Pick Rail etwas verlängert im Vergleich zu den alten Modellen. Und eben jetzt die Möglichkeit hier dieses moderne M-Lok-System ebenfalls einmal zu verwenden. Bedeutet, ihr könnt hier seitlich M-Lok dran schrauben und ebenfalls hier im unteren Bereich ebenfalls einmal M-Lok montieren. Finde ich auch schön, denn gerade bei der CQB-Version ist dadurch der gesamte Vorderschaft deutlich leichter geworden. Wenn ihr euch mal die alten Modelle anschaut, bei der CQB-Version habt ihr so ein relativ veraltetes Rail-System, komplett aus Aluminium und das baut unheimlich Gewicht einmal drauf. Hier also das Ganze nur ein bisschen Alu, sehr stark aufgefräst und dadurch das Modell auch ein kleines bisschen leichter geworden. So, dann wenn wir schon gerade beim Thema Gewicht sind, die lange Version erreicht mit Magazin, aber ohne Mumpeln, ohne Akku, ohne Optik 3080 Gramm auf der Waage. Und jedes Modell, also CQB oder auch die lange oder die Standardversion, haben vorne ein Standard 14 mm Linksgewinde. Also ihr könnt auch jetzt hier bei der langen nochmal einen Schalldämpfer vorne drauf ballern. Nur bei der CQB-Version aufpassen, da ist das Gewinde ganz leicht im Vorderschaft versenkt. Da werdet ihr vermutlich so eine ganz kleine knubbelige Laufverlängerung einmal brauchen. Wie gesagt, ansonsten bekommt ihr den Schalldämpfer nicht montiert. Schauen wir uns ebenfalls später nochmal an. Dann natürlich auch hier wieder Bugatti Core EFCS MOSFET-System drin, Steckverbindung. Leider im vorderen Bereich weiterhin Standard T-Stecker bzw. DIN-Stecker. Und die Energie gibt Bugatti bei der langen Version mit 1,7 bis 1,8 Joule an. So, werdet ihr auch gleich im Chrono sehen, da habe ich bei meinem Modell, so wie es ich bekommen habe, out of the box bereits ein kleines bisschen mehr Power rausbekommen. Wie gesagt, schauen wir uns dann gleich einmal im Chrono an. Lasst uns aber zunächst auch die Daten von der CQB-Version ganz kurz durchsprechen. Die kurze Version erreicht im eingeklappten Zustand eine Länge von 540 mm, ausgeklappt eingeschoben Minimum 705 mm und ausgeschoben Maximum 780 mm. Der Lauf ist natürlich auch hier ein 603er Tuninglauf, aber hier in der kurzen Version mit einer Länge von 285 mm. Und jetzt könnt ihr es hier eben direkt gleich mal sehen. Bei der CQB-Version auch Standard 14 mm Linksgewinde, aber Muzzle Brake bzw. Mündungsbremse ist hier wirklich nur ganz leicht, ca. 5-6 mm im Vorderschaft versenkt. Bedeutet, wollt ihr hier einen Tracer, Schalldämpfer-Attrappe oder whatever einmal montieren, entweder schauen, dass ihr einen Schalli mit Versatz einmal findet, für Pistolen zum Beispiel, passt zwar nicht ganz, aber mit Versatz, oder ihr müsst euch hier vorne nochmal so eine ganz kleine Laufverlängerung noch mit drauf schustern. So circa 30 mm oder so, das würde locker auslangen.
Dann habe ich euch gesagt, das Modell ist aufgrund des Vorderschaftes im Vergleich zu der alten Version mit Pick-Rates ein kleines bisschen leichter geworden. Das Modell bringt mit Magazin, ohne Mumpeln, ohne Optik, ohne Akku 2950 Gramm einmal auf die Waage. Die Energie wird hier angegeben zwischen 1,6 und 1,7 Joule, was gerade für so eine kompakte CQB-Waffe doch relativ viel ist, muss man sagen. So, ich habe natürlich beide Modelle mit beiden Lauflängen für euch nachgekront und das Ganze jeweils mit 0,2 sowie 0,3 Gramm. So Leute, Chrono-Schusstest haken wir ab. Lasst uns auch heute wieder ganz kurz drüber sprechen. Chrono-Werte vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das maximale Differenz waren, glaube ich, 2 Meter pro Sekunde. War es, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Also fand ich in Ordnung. Energie fast ein bisschen hoch. Die lange Version knapp 1,9 Joule und die kurze auch relativ hoch. Wird für viele Spielfelder vermutlich sogar ein bisschen zu hoch sein. Müsst ihr halt eine andere Feder reinpacken, ein bisschen eine schwächere, damit er von der Energie einmal runterkommt. Ist aber bei dem Modell kein Problem, denn auch hier ist weiterhin natürlich das Federschnellwechselsystem, was man von der Masada kennt, natürlich weiterhin vorhanden. Zeige ich euch dann später. So, Schusstest, lange Version und leider auch nur die lange Version, denn ich hatte parallel dazu noch eine GBB Langwaffe für ein Review dabei, bedeutet 2 Langwaffen im Koffer drin, dann war das Ding wirklich vollgestopft. Also ich konnte die CQB-Version nicht auch nochmal mitnehmen. So, und hier muss man aber sagen, die lange Version out of the box wirklich saumäßig gut. Bedeutet, genau so sollte eigentlich so ein Tuning-Hop-Up-System, bedeutet Rotary-Hop-Up-Kammer in Kombination von einem guten Bucking, von einem guten Tensioner, genau so sollte das performen out of the box. Also hier Präzision, Reichweite und vor allem auch Kugelgrammatur out of the box, wirklich tadellos. 0,3 rein, 0,2er, 30 Gramm hatte ich auch noch dabei, hat auch wunderbar funktioniert. Und ihr könnt sogar mit dem Drehsystem oder mit der Rotary Hop-Up-Kammer sogar 0,2er 30 Gramm BBs noch zum Überhoppen bringen. Also müssten rein theoretisch sogar 0,6er 30 Gramm BBs auch noch drin sein. Also 0,3er rein, wie gesagt 0,3er rein, Spaß haben, funktioniert out of the box wirklich hervorragend. Dementsprechend wird es heute beim Thema Hop-Up-System auch einen Pluspunkt geben. So, Leute, dann allgemeine Informationen. Ich drehe euch das Modell erstmal ein kleines bisschen wieder ins Licht rein, damit ihr euch vielleicht die Konturen ein kleines bisschen anschauen könnt. Hier, wie gesagt, das Ganze ein kleines bisschen modernisiert. Der Rest ist letztendlich identisch geblieben. Bedeutet letztendlich neu von den Externals ist nur der gesamte Vorderschaft hier. Und der ist aber von der Qualität wirklich traumhaft. Bedeutet genauso wie bei modernen AR-15-Systemen, komplett aus Aluminium, CNC gefertigt, das Ganze schön aufgefräst, schön leicht, schön von der Haptik, nicht zu wuchtig, nicht zu bullig irgendwie, nicht zu breit, lässt sich wunderbar greifen und ihr habt eben die Möglichkeit, problemlos sämtliches M-Lock-Zubehör auch bei einer Masada dran zu verbauen. Wollt ihr unten einen Griff haben, wollt ihr einen Handstop haben, braucht ihr irgendwie eine Pick-Rail seitlich für Lampendummy oder whatever, ist also hier absolut kein Problem.
So, wenn wir jetzt aber schon bei dem Vorderschaft sind, wie gesagt, ich feiere das ein bisschen. Es sieht einfach modern aus, es macht einiges her. Es gibt aber leider einen Punkt, der mich persönlich, vielleicht nur persönlich, aber mich persönlich wieder ein bisschen stört. Und das ist der gleiche Punkt wie damals bei der VFC, bei der MCX mit dem Frontwired. Jetzt hat man hier so einen wunderschönen, aufgefrästen CNC-Vorderschaft. Wie gesagt, die Optik stimmt, aber da muss natürlich der Akku rein. Das könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus möchte. Bedeutet natürlich, wenn ihr hier den Akku reinballert und je nachdem, was für einen Akku ihr habt, was für eine Farbe, seht ihr den komplett hier innen drin liegen. Und sowas gefällt mir einfach nicht, bin ich kein Fan davon. Natürlich, man könnte sich jetzt hier seitlich noch irgendwie hinten, wo der Akku ist, vielleicht noch M-Lock-Abdeckungen drauf machen, solche Panels noch drauf machen. Das nimmt schon die Sicht ein bisschen weg. Ganz perfekt finde ich es aber immer noch nicht. Bedeutet, auch hier hätte der Hersteller meiner Meinung nach irgendwie innen drin nochmal vielleicht irgendwie einfach nur ein schwarzes Blech oder irgendwas reinlegen können, damit einfach die ganzen Kabel und der Balancer und die Akkuzellen einmal innen drin versteckt werden. Denn ihr wisst ja, das Auge schießt immer mit beim Airsoft. Nee, wie gesagt, natürlich, ich werde dann auch gleich bei dem Akku euch zeigen, ich nehme wieder diese AMAX-Akkus, die sind Gott sei Dank schwarz. Da könnte man vielleicht den Aufkleber auf dem Akku noch ein schwarzes ISO-Band drüber ziehen, dass wirklich der ganze Akku einfach oder die ganzen Zellen einfach nur schwarz sind. Und dann fällt das eben nicht so stark hier einmal auf. Oder wie gesagt, hier einfach so M-Lock-Panels einmal reinklipsen, so Abdeckungen und dann geht natürlich hier die Öffnung einmal verloren. Und der Akku ist auch ebenfalls ein bisschen stärker geschützt hier einmal drin. Wie gesagt, kleine Überlegung von mir, einfach M-Lock-Panels drauf machen, vielleicht hinten 3 Stück pro Seite und gut ist. So, dann lasst uns mal bei den allgemeinen Informationen des Modells ein kleines bisschen durchsprechen und vor allem lasst uns auch ein kleines bisschen vergleichen zu meiner alten Version. So, zunächst mal bei der langen Version. Das Rohr sitzt auch hier, ja, was heißt perfekt? Aufgrund dieser Schnellarretierung sitzt es gut drin, muss man sagen. Das wird ja letztendlich hinten nur, zeige ich euch vielleicht später auch nochmal ganz kurz, nur über so einen Schnellverschluss einmal arretiert. Also Rohr-Schnellwechselsystem. Braucht man zwar im Airsoft nicht, ist aber mit Funktion. Dafür sitzt das Rohr wirklich gut drin. Bedeutet, selbst wenn man hier mit sehr viel Gewalt letztendlich vorgeht, kann man das gesamte Rohr vielleicht um Millimeter, also maximal Millimeter hin und her wackeln. Und das ist aber aufgrund des Free-Float-Systems oder der Rohrlänge, denke ich, ist der Millimeter vollkommen in Ordnung. Also da haben wir teilweise schon M16 oder so gehabt oder AR-15 Modellen, da hat das ganze Rohr da vorne drin 3 Millimeter hin und her gewackelt. Also das ist in Ordnung und auch wieder die Gasabnahme hier vorne sieht man wunderschön durch diesen neuen Vorderschaft, macht optisch definitiv einiges her. So, dann, was ist besser geworden? So, jetzt passt mal auf, wir vergleichen mal ganz kurz. Jetzt hole ich mal meine her. Was habe ich euch damals vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren einmal gesagt? Was stört mich bei dem Modell? Das ganze Verschlusssystem da innen drin und der Spannhebel, das klappert bei den Dingen rum wie ein Hund sei Schwanz. Das habe ich euch damals schon gesagt. Wie gesagt, das stört mich heute immer noch. Sowas mag ich einfach nicht. Und hier muss ich sagen, erfreulicherweise, das Ganze wurde bei dieser neuen Version und vermutlich auch bei der 2021er Version deutlich besser gemacht. Bedeutet hier, gut, jetzt ist es auf der anderen Seite, aber hier Spannhebel, klappert nichts. Wackelt nichts, klappert nichts und selbst wenn ihr den aufzieht, ist vermutlich ein bisschen eine straffere Feder drin, denn er geht ein bisschen straffer eben wie bei meiner alten Version. Dadurch klappert aber da absolut null. Auch hier oben, es läuft alles ein bisschen präziser und ein bisschen genauer. Also nicht dieses Schwammige. Also hier auf jeden Fall schon mal sehr positiv, dieses gesamte Klappern und Rumschwabbeln vom gesamten Spannhebel und von dem Verschlussblech da. Deutlich optimiert im Vergleich zu meiner alten Version. So, und der nächste Punkt ist jetzt, passt mal auf, was ebenfalls geil ist. Es ist bei den Versionen hier möglich, links und rechts diese QD-Slingsweevil, diese Stahlaufnahmen hier, die könnt ihr links und rechts, die könnt ihr sogar verwenden. Da ist eine Fräsung drin. Ja, ich werde verrückt. Jetzt werdet ihr euch denken, bist du dumm? Ja, bin ich, denn bei meiner Version habe ich zwar auch diese Aufnahmen hier, aber da fehlt innen drin die Fräsung. Bedeutet, das klickt gar nicht ein, dieses Slingsweevil. Hat also A&K damals ein kleines bisschen versemmelt. Bei der neuen Version, wie gesagt, möglich hier eben Aufnahmetrageriemen, wenn ihr wollt, hier eben einmal zu montieren.
Traurig, dass man sowas ansprechen muss, ne? Okay, so, der Rest ist natürlich gleich geblieben. Bedienbarkeit auch für Linkschützen. Einmal Magazinauswurf vom Schützen aus auf der rechten Seite. Der ist ein kleines bisschen schwach gefedert. Das ist mir auch bei meiner Version damals schon aufgefallen. Da habe ich letztendlich einfach eine übrige Feder reingestopft von der AR-15. Die war ein bisschen straffer. Denn der ist standardmäßig immer noch ein kleines bisschen, ja, ein bisschen weich, finde ich einfach. Aber eben das Ganze vom Schützen aus links wie auch rechts zu verwenden. Auch der Feuerwahlhebel natürlich komplett beidseitig zum Umschalten in allen Positionen. Wie gesagt, auch das links und rechts nutzbar und auch, wie ihr gerade schon gesehen habt, auch der Verschlussfanghebel zum Hop-Up einstellen. Einfach hier unten Finger lang machen, runterziehen, klack und fertig. Also auch hier für links wie auch rechts Schützen einmal ausgelegt das Modell. So, Verarbeitung sprechen wir natürlich dann später wieder im Detail durch, aber gerade für Neulinge oder die das Modell gar nicht kennen, können wir vielleicht uns das Ganze mal kurz bei der B-Color anschauen. So, das kann man nämlich jetzt hier bei dieser B-Color-Version eben gerade, wie gesagt, für vielleicht Neueinsteiger recht gut sehen. Alles, was jetzt hier letztendlich schwarz ist, ist bei einer Masada aus Aluminium gefertigt und alles, was aus FDE ist, Flat Dark Earth, ist einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Bedeutet, bei einer Masada habt ihr den gesamten Upper Receiver aus einem einzigen Aluminiumteil gefertigt. Bedeutet, das gesamte obere Bauteil von hier hinten bis hier vorne durch, das ist alles ein komplettes Aluminiumbauteil. Dann natürlich dieser neue M-Lock-Vorderschaft, komplett Aluminium. Und dann der Lower Receiver sowie der Klappschaft sind eben aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Und jetzt könnt ihr es vielleicht hier auch schon mal sehen, bei der CQB-Version ebenfalls schön die Ausfräsungen hier oben sehr groß dimensioniert und genau darunter einmal die Gasabnahme. Zeige ich euch vielleicht später nochmal bei der Verarbeitungsqualität einmal im Detail. Ist also auch hier einmal schön nachgebildet, das gesamte Gassystem. So, das soll es gewesen sein, würde ich sagen. Ach, den Schaft können wir vielleicht noch kurz ansprechen, denn wer sich zurückerinnert, beziehungsweise letzte Woche das Video zu der SMG 45, da hat man auch so einen ähnlichen Masada-Schaft. Er war nicht 100% Masada, aber er sah ähnlich aus. So, und da hatte man aber die Möglichkeit, da hinten problemlos 2140 mAh Akkus einmal reinzuzömpeln. Und das finde ich ein bisschen schade, denn das ist natürlich bei dem Originalschaft von der Masada leider nicht möglich. Bedeutet natürlich das Ganze nur frontwired. Hätte jetzt A&K so einen ähnlichen Schaft wie Double Eagle einmal verwendet hier hinten, dann hätte man den Akku da hinten reinstopfen können. Dann wäre das Modell für mich nochmal ein bisschen geiler gewesen. So, Schaft dürft ihr nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, Polyamid-Kunststoff, aber weiterhin wie bei den alten Modellen auch schon. Ja, ihr könnt ihn einklappen, aber mit ein bisschen rumwackeln klappt das Ding letztendlich wieder auf. Also wie gesagt, der wird dann nicht wirklich komplett sauber und fest arretiert. Für den Transport ist in Ordnung, zum Spielen natürlich einmal aufklappen. Dann könnt ihr das Ganze natürlich hier in mehreren Positionen einmal in der Länge einstellen und natürlich auch die Wangenauflage einmal zurückziehen, kräftig zurückziehen, dann nach oben ziehen, dann wieder nach vorne absenken und dann könnt ihr auch die Wangenauflage einmal ein kleines bisschen erhöhen. Aber auch das ist entweder komplett unten oder einmal oben möglich. Also hier nicht mehrere Positionen, sondern letztendlich nur zwei. Entweder unter oder oben. Dann geht es weiter mit dem nächsten Kapitel und zwar Thema Federschnellwechselsystem. Ich habe es euch vorhin gesagt, die Kniften haben relativ viel Energie, aber es ist ein Federwechselsystem oder Federschnellwechselsystem einmal vorhanden. Geht aber natürlich nicht so einfach zu erreichen wie jetzt bei einer Standard AR-15, wo ihr direkt über die Buffertube rankommt. Es ist aber dennoch relativ benutzerfreundlich. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Zunächst, ihr braucht einen 3 mm Inbus-Schlüssel, also 3er Inbus. So, und wenn ihr jetzt den Schaft einmal aufklappt hier hinten, dann findet ihr genau hier hinten in der Mitte eine Schraube drin, so eine kleine Linsenkopfschraube. Die Schraube müsst ihr jetzt zunächst einmal rausschrauben. So, und hier aber direkt gleich ein Punkt vorweg. Schraubt die Schraube nicht später mit aller Gewalt einmal fest. Denn, passt mal auf, wenn ich die mit aller Gewalt festziehe, dann hat diese Auswirkung auf den Feuerwahlhebel. Bedeutet, der läuft jetzt unheimlich kratzig und hakt und bedeutet letztendlich die Schraube ja festmachen, aber nicht übertreiben. Bedeutet, jetzt mache ich mal nochmal eine Umdrehung auf, jetzt ist er immer noch fest und jetzt läuft der Feuerwahlhebel wieder tadellos. Also hier hinten bei der Schraube nicht übertreiben und die nehmen wir jetzt einmal komplett raus. Dann können wir den Bit gleich mal da lassen, denn wir müssen 3 Pins einmal rausklopfen. Zunächst einmal die beiden Pins hier im hinteren Bereich, einmal unten, einmal oben und den Pin letztendlich am Lower Receiver hier vorne oben
einmal am Magazinschacht. Die 3 Pins, die klopfen wir uns jetzt einmal raus. So, die 3 Pins gelöst, werdet ihr euch jetzt wundern, ja, der Lower Receiver oder beziehungsweise der Upper Receiver wird jetzt hier einmal locker, aber aufpassen, 2 Punkte beachten, nicht aufklappen, ihr könnt das Modell nicht aufklappen, denn ihr habt hier an der Gearbox vorne eine relativ lange Nozzle und die steckt natürlich immer noch einmal in der Hop-Up-Kammer drin. Bedeutet, wenn ihr hier einfach versucht es aufzuklappen oder hier vorne zu schlagen, dann könnt ihr gegebenenfalls den Zylinderhead oder die Nozzle kaputt machen. Also nicht aufklappen, sondern das Ganze muss auseinandergezogen werden. So, und hier aber der nächste Punkt, wo ihr auch nochmal aufpassen müsst, die Kabel oder die Steckverbindung ist natürlich jetzt noch einmal vorhanden. Bedeutet, wollt ihr euch sicher sein oder wollt ihr es ein bisschen einfacher haben, könnt ihr vorher die Steckverbindung lösen, dann könnt ihr es komplett auseinanderziehen. Mache ich jetzt aber nicht, denn ich will ja letztendlich nur ans Federschnellwechselsystem rankommen. Also dementsprechend ziehen wir das ganze System einmal vorsichtig auseinander. Am besten legt man es uns mal so her und dann noddeln wir hier ein kleines bisschen. So, jetzt da. So, jetzt passt mal auf, ob ihr das erkennen könnt. Also nicht komplett noch weiter zurückziehen, denn ihr habt natürlich hier vorne die Kabelverbindung noch dran. Ne? Ihr könnt da schon noch ein bisschen ziehen, aber dann zieht ihr halt die ganzen Kabel aus dem Vorderschaft alle nach hinten raus. Wollt ihr natürlich nicht. Es langt wirklich nur, wenn ihr das Ding so weit einmal rauszieht, dass es so weit raus ist. Und jetzt könnt ihr nämlich den gesamten Schaft hier hinten einfach einmal abziehen und kommt letztendlich dann hier hinten direkt einmal an das Federschnellwechselsystem einmal ran. Also hier habt ihr jetzt letztendlich euren kompletten Spring Guide hinten drin. Könnt jetzt die Feder tauschen, dann müsst ihr das Ganze einfach wieder den Schaft letztendlich einmal drauf popeln. Da hinten einfach einmal reinstecken. Kräftig nach unten drücken und dann wieder herlegen. Schauen, dass die Nozzle an der Hop-Up-Kammer einmal vorbeigeht. Absenken und dann das Ganze einfach hier wieder installieren. So, sollte man vielleicht das Ding ein bisschen zurück tun, den Spannhebel. Dann tun wir uns vielleicht noch ein bisschen leichter. So, jetzt da. Ja, jetzt passt's. Okay, das wieder lösen, dann die Pins wieder rein, Schraube wieder rein und dann habt ihr hier relativ zügig die Feder getauscht. Nur eben, wie gesagt, aufpassen auf die Steckverbindung. Wollt ihr einfach sicher gehen, könnt ihr natürlich auch vorher einfach den Vorderschaft wegmachen, Steckverbindung lösen. Ist hier vorne nochmal eine extra Steckverbindung drin. Die lösen, dann könnt ihr es komplett auseinanderziehen. Dann bleibt das Ganze also nicht an den Kabeln einmal hängen. So, dann klopfe ich mal die Pins wieder rein. So Leute, machen wir weiter. Einmal Thema Akku einlegen und Platz für den Akku. So, und ihr seht jetzt zunächst mal bei der langen Version, wie vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ich habe jetzt hier einfach mal vom Schützen aus auf der rechten Seite eben 3 solche M-Lock-Abdeckungen oder solche Panels einmal installiert. Falls jemand nicht weiß, was vorhin damit gemeint war, sozusagen macht ihr letztendlich einmal die Öffnungen, die ihr nicht irgendwie benötigt für eine Pickrail oder so, könnt ihr die eben einmal zumachen und dadurch ist eben nicht der gesamte Akku und alles da innen drin irgendwie sofort einmal sichtbar. So, zum Akku einlegen, ja, muss man vielleicht ein bisschen intelligent sein. Ich war es am Anfang nicht, denn es geht eigentlich einfacher wie gedacht. Bedeutet, ihr habt letztendlich nur hier unten weiterhin diesen Pin drin. Und der gesamte Vorderschaft ist ähnlich aufgebaut wie bei einer SICK MCX zum Beispiel. Bedeutet, der obere Receiver geht bis hier vorne vor. Dann habt ihr hier vorne links und rechts jeweils ein Nut- und Federsystem drin. So, und über dieses Nut- und Federsystem greift letztendlich der Vorderschaft in den Upper Receiver hier einmal rein, damit das Ganze letztendlich eine Einheit ergibt. Also das wackelt nicht oder so, ihr habt da null Spiel drin. Da aber dieses Nut- und Federsystem länglich ist und ihr jetzt dann gleich den Pin rauszieht, dürft ihr das Ganze nicht verkanten. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Bedeutet hier zunächst mal mit ein bisschen Schmackes den Pin raus. Nehmen wir schon das Werkzeug dafür. Der geht am Anfang, relativ straff, aber das wird ein bisschen leichter nach einer Zeit. Ist bei der alten Version auch schon so gewesen. Also hier einmal den Pin einmal raus. So, und jetzt eben nicht den Vorderschaft irgendwie nach unten kippen oder sowas, weil sonst verklemmt sich letztendlich dieses Nut- und Federsystem da vorne. Bedeutet, ihr müsst den Vorderschaft wirklich schön gerade nach vorne ziehen. Und wenn ihr da nicht sauber hinkommt, ein kleiner Tipp, ihr habt hier links und rechts am Ansatz habt ihr 2 wunderschöne Druckpunkte. Bedeutet, ihr könnt letztendlich mit den 2 Daumen einfach hergehen und könnt hier ein ganz kleines bisschen schieben. Und dann geht es wunderbar vonstatten. Dann könnt ihr einfach abziehen. Wie gesagt, ich bin vorher hergegangen am Anfang und habe da geknöllt und hin und her und gemacht.
Und dann habe ich ein kleines bisschen, glaube ich, hier vorne die Arretierung ein bisschen genudelt oder sowas. Also nicht hin und her rotieren, sondern letztendlich nur gerade nach vorne schieben. Dann funktioniert's. So, und dann habt ihr hier vorne drin jetzt letztendlich einmal euer Steckverbindung, also hier einmal euren T-Stecker, die ganzen Kabel und ihr habt sogar hier vorne drin nochmal eine zusätzliche Steckverbindung, also hier oben. Gerade für die Demontage eben schön kurz abziehen, ist auch verpulssicher, können nicht falsch einstecken, dass ihr eben die Gearbox schnell rausbekommt. So, und jetzt haben wir hier eben Platz im gesamten Vorderschaft und ihr bekommt da wirklich viel Akku rein, je nachdem, was ihr möchtet. Wenn ihr ein kleines bisschen fummeln wollt und ein bisschen Kabel verlegen wollt, dann bekommt ihr hier sogar diesen 2150 mAh AMAX oder AMAX. Den bekommt ihr hier rein. Müsst letztendlich eine Zelle links, eine Zelle rechts und dann die andere Zelle einmal in die Mitte legen. Das ist aber, wie gesagt, das ist ein mega Gefummel, denn ihr müsst dann den Balancer irgendwie noch unterbringen. Ihr müsst die ganzen Kabel noch irgendwo unterbringen. Ist nicht ganz so schön. Wie gesagt, wer gern rumfummelt, da ist es in Ordnung. Ich würde euch eher so einen hier empfehlen, diesen AMAX Triple Stick. Und zwar ist es der, jetzt passt mal auf, nicht, dass ich Mist erzähle. Das ist der Regular, also der normale mit der normalen Größe. Da gibt es noch einen, der in Compact, der ist ein kleines bisschen kürzer von den Zellen, aber breiter, glaube ich. Der müsste auch passen. Auf jeden Fall Triple Stick, 1500 mAh, 11,1 Volt. Und das Ganze mit, was hat der, 30 bzw. 60 C+. Und die können eben auch hohe Ströme abgeben, was gerade für den 30 kW Motor, der hier drin ist, ein gewisser Vorteil ist. Also der Akku wird sozusagen nicht überlastet. So, dann popeln wir uns einfach jetzt mal den Akku da unten rein. Wie gesagt, hier genauso vorgehen. Eine links, eine rechts und eine in der Mitte. Sieht dann so aus. Wartet mal, ich drehe es euch vielleicht ein bisschen so ins Licht rein. Wie gesagt, einfach eine Zelle links reinstopfen, eine Zelle oben drauf, eine auf die andere Seite. So, und dann müsst ihr nur noch das Ganze einstecken und dann letztendlich wieder warten, bis das System einmal piep, piep, piep macht. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wartet mal. So, jetzt ist ready. Sicher sind wir. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Ihr seht jetzt natürlich gleich hier oben eventuell das rote Pluskabel. Jetzt habe ich euch aber gerade gesagt, dass da vorne ist nochmal eine zusätzliche Steckverbindung. Wir könnten auch einfach hergehen, könnten diese zusätzliche Steckverbindung einfach ausstecken und das Ganze in den schwarzen Schrumpfschlauch einfach einmal durchführen, damit quasi das rote Kabel auch nicht sichtbar ist, dass alles einfach schwarz ist. So, du bleibst drin, du Akkuzelle. So, und jetzt müssen wir letztendlich bloß noch den Vorderschaft auch wieder einmal gerade draufschieben. Ja, den müssen wir uns noch ein wenig gerade herlegen. Quasi einmal so. So, dann rein, vorne arretieren und dann liegt der Akku da wunderbar einmal drin. Und wie gesagt, jetzt kann man es vielleicht, warte mal, wenn ich jetzt so umdrehe, vielleicht können wir es ein bisschen erkennen, ich weiß es nicht. Ansonsten zoome ich vielleicht im Video noch ein bisschen ran. Hier oben seht ihr ein kleines bisschen das rote Kabel. Das stört mich. Das stört mich. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen Schrumpfschlauch rum, schwarzen und fertig. Dann sieht man gar nichts mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, sieht es jetzt recht anständig aus mit dieser M-Lock-Abdeckung. Da seht ihr jetzt letztendlich den Akku nicht mehr. So, jetzt da einmal Pin rein. Den stopfen wir von der Seite einmal rein. Einmal ausrichten. So, Pin rein, zack. Klicken lassen. Und dann ist der Akku einmal drin. Wie gesagt, 1500 mAh, 11,1 Volt würde ich mir ja definitiv 2 Stück mal für den Spieltag holen. Je nachdem, wie ihr triggert, je nachdem, was ihr raushaut an BBs. Wenn der normal spielt, 2. Wenn ihr wirklich im Abzug hängt, dann 3 Stück definitiv. So, und genauso geht es letztendlich bei der CQB-Version ebenfalls. So, nächster Punkt oder nächstes Kapitel, Thema Zyklenzeit, Ansprechverhalten und Klangbild. So, hier werde ich euch jetzt 2 Aufnahmen machen. Zunächst mal die schwarze Version, wo wir gerade den Akku eingelegt haben. Diese ist komplett vollständig out of the box. Bedeutet, hier würde nichts an der Gearbox irgendwie gemacht. Das Ding ist einfach aus dem Karton rausgezogen, Optik drauf, fertig. Wir werden aber auch ebenfalls einmal die CQB-Version in der B-Color, die werden wir ebenfalls uns anhören, denn die habe ich heute Morgen bereits einmal nachgeschimmt, ein kleines bisschen. Ich habe aber bis jetzt noch nicht verglichen und dann schauen wir einfach mal, ob vielleicht das bessere Shimming vom Klang irgendwie einen Unterschied macht oder ob man es out of the box einfach lassen kann.
Was man aber schon mal sagen kann, ist Ansprechverhalten out of the box, gerade mit so einem 1500er 11.1 ist wirklich klasse. Es ist zwar ein Standard 18:1 CNC-Gearset drin verbaut, aber das Ganze gestroked auf 13 Zähne. Und wenn der Akku voll ist, liegen wir bei einer Zyklenzeit von 65 Millisekunden. Und wenn er dann ein bisschen abfällt, pegelt sich das Ganze bei 70 Millisekunden einmal ein. Also ein kleines bisschen schneller wie Standardsysteme. So, also Klangbild. Hören wir uns das Ding mal an. Magazin habe ich vorbereitet, 0,2 Gramm BBs. Und ich werde natürlich auch heute wieder einmal auf den Karton schießen und einmal die Aufnahme bzw. den Ton übers Richtmikrofon aufzeichnen. Also hören wir uns die Standardversion out of the box mal an. Ist okay, würde ich sagen. Also Zyklus oder Schussverhalten, Zyklenzeit hervorragend. Da können wir überhaupt nicht schimpfen. Wie gesagt, sehr schnell das Ganze. Wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr schnell triggern, überhaupt kein Problem. Man hat aber, oder ich hoffe, man konnte es ein bisschen im Klang wahrnehmen, die Gears sind nicht ganz perfekt. Also ich höre da so ein ganz leichtes Kratzen ein bisschen raus. Jetzt kein helles Kreischen, wie man es normalerweise gewohnt ist, aber so ein bisschen so ein Kratzen hört man raus. So, und wie gesagt, jetzt packe ich den Akku mal bei der CQB-Version rein, denn die habe ich einmal nachgeschimmt. Hören wir uns das einfach mal im Vergleich an, ob es vielleicht einmal besser wird. Also, gleiches Spiel nochmal, Klangbildvergleich. Jetzt hier einmal die CQB-Version und das Ganze eben nachgeschimmt und auch Bevel to Pinion geschimmt. Jetzt werdet ihr euch zunächst mal denken, ja, warum maxen da jetzt extra neues Shimming nochmal extra für das Video? Ich werde euch später bei den Internals im Detail zeigen, wie man so eine Masada einmal sauber shimmen kann und auch wie man den Motor sauber einstellt. Denn es ist nicht ganz so einfach wie bei einer Standard AR15. Dementsprechend eben, wie gesagt, die hier einmal nachgeschimmt. Also gleiche Mumpeln einmal drin. Hören wir uns das Modell einmal an, wenn es nachgeschimmt ist. Oh, scheiße, leer. Nee, aber ich glaube, ihr habt es ein bisschen gehört, dieses ganz leichte Kratzen von den Gears, was die schwarze Version hatte, das ist jetzt hier nicht mehr vorhanden. Bedeutet letztendlich out of the box, was Shimming ist, war in Ordnung. Wie gesagt, der Motor war gut eingestellt, da konnte man nicht maulen. Das Bevel Gear war auch gut zum Motor eingestellt. Aber das Spur Gear hatte ca. 0,2 Spiel und das Sektor Gear hatte bei der Version sogar bis zu 0,4 mm einmal Spiel drin. Und das habe ich hier eben ausgeglichen und den Motor sauber eingestellt. Dementsprechend finde ich, hört sich jetzt mit einem besseren Shimming, hört sich die Knifte noch ein bisschen schöner an. Obwohl man es eigentlich out of the box nicht wirklich kritisieren kann vom Klangbild. Denn wie gesagt, ein lautes Kreischen habt ihr hier eigentlich überhaupt nicht drauf. Denn das sind gute Gears, sie haben ein schönes Laufverhalten, der Motor ist zügig genug. Letztendlich würde man das Klangbild nur noch besser hinbekommen, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein 13.1er Gearset gehen würde mit einem 19K Mamba oder mit einem Brushless Motor. Andernfalls kann man hier out of box eigentlich überhaupt nicht schimpfen. Dann habe ich selbstverständlich für euch auch wieder einmal den Magazin- und Kompatibilitätstest gemacht. So, und hier wird es heute erfreulich, denn die Masada ist zu sehr vielen Magazinen, welche ich da habe, einmal kompatibel. Und alle Magazine jeweils mit 0,3 Gramm einmal getestet. Sprechen wir aber zunächst mal kurz die zwei Max durch, die im Lieferumfang enthalten sind. Die zwei Standards, gut Stahlblechmagazin, wie gesagt Mid-Cap-Magazin, 140 Schuss Kapazität. Die sind in Ordnung. Stahlblech machen qualitativ einen guten Eindruck. Zwei Punkte, die mich aber ein bisschen stören. Erstens mal, das ist die schwarze Beschichtung. Das ist so ein richtig sattes Tiefschwarz. Gut, weiß ich nicht, ich finde Anthrazit immer ein bisschen ansprechender. Gut, das ist Geschmackssache. Aber was mich noch viel mehr stört, das ist die Länge. Wie gesagt, 140 Schuss, also weniger Kapazität wie manch anderes Magazin mit teilweise 160 Schuss. Aber, falls ihr mal jetzt vergleicht mal mit einem Standardmagazin von der Länge, bedeutet, die sind hier unten locker nochmal 35 bis 40 mm länger, aber nicht mehr Kapazität. Wie gesagt, warum sie da nicht einfach so Standardmagazine reinballern, sondern solche langen, das verstehe ich nicht. Wie gesagt, sie funktionieren, sie feeden hervorragend, sie sitzen auch sauber drin, da kann man nicht maulen.
nur halt ein kleines bisschen länger im Vergleich zu anderen. So, jetzt da die Kompatibilität, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Ich stopfe jetzt nicht jedes Magazin einzeln rein, würde vielleicht ein bisschen lang dauern. Aber jedes dieser Magazine sitzt sauber im Magazinschacht drin und hatte keine Feeding-Probleme mit 0,3 Gramm BBs. So, E&L Standard Stahlblechenmagazin funktioniert klasse. Ebenfalls mein Lieblingsmagazin, G&G Tinted Magazin, weil es halt einfach geil ausschaut. Zwar ein bisschen weniger Kapazität, aber langer Follower, funktioniert super. Ebenfalls die alten PTS-Magazine, EPMs, funktionieren tadellos. ICS-Magazin, sogar dieses passt wunderbar in den Magazinschacht rein, hat aber dann kein Spiel mehr. Bedeutet, da müsst ihr, wenn der Magazinhalter drückt, die ICS-Magazine müsst ihr ein bisschen ziehen. Ihr müsst nicht reißen, aber ihr müsst ein kleines bisschen ziehen, damit sich die lösen. Aber funktionieren tun sie tadellos. So, ebenfalls, was ich auch in meiner Masada immer verwendet habe, eigentlich Lonex, die Midcap-Magazine 200 Schuss, die funktionieren auch ebenfalls tadellos. Dann haben wir hier, das haben wir mittlerweile geklärt, das ist ein Syma PMAC-Magazin, bedeutet hier oben seht ihr ganz normales PMAC, Polyamid-Kunststoff und hier oben dann dieser transparente Kunststoff, dieser Acrylkunststoff innen drin. Da hat mir jemand geschrieben, das ist ein Syma-Magazin, vielen Dank. Also auch das funktioniert tadellos und entsprechend natürlich auch die Standard-Syma Stahlblechenmagazine funktionieren natürlich auch tadellos dementsprechend. So, und jetzt habe ich schon wieder das eine Magazin, was ich wieder nicht weiß, was es für eins ist. Keine Ahnung, also auch irgend so ein PMAC, aber Follower und der obere Schieber sind einmal grau, aus grauem Kunststoff. Wie gesagt, keine Ahnung, auf jeden Fall hat auch dieses funktioniert. Könnte vielleicht Arcturus sein, weiß ich nicht mehr. So, und letztendlich hatte ich gerade mal zwei Magazine, die nicht funktioniert haben. Und das ist heute einmal das E&C Midcap Magazin. Das hat nicht funktioniert, hat nicht gefeedet, hat auch im Magazinschacht ein bisschen arg viel Spiel. Bedeutet, wenn wir da mal herschauen, das geht zwar wunderbar rein arretiert, aber es klappt relativ stark nach hinten weg. Und ich gehe davon aus, dass dann einfach der Schieber nicht mehr richtig aufmacht, denn das hatte relativ massive Feeding-Probleme. Und ein Magazin, was überhaupt nicht gefeedet hat, das ist dieses sehr, sehr günstige Airsoft Systems Magazin, Polymer-Magazin. Auch das arretiert sauber, hat ein kleines bisschen Spiel, aber da macht der Schieber überhaupt nicht auf. Bedeutet, dass keine einzige Kugel aus dem Magazin würde hier einmal gefeedet. Also E&C Airsoft System, definitiv nicht alles andere. Wenn ihr es zu Hause habt, ja, reinstopfen, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Gut Leute, dann schauen wir uns natürlich auch heute wieder einmal Verarbeitungsqualität, Materialien und ebenfalls die Passgenauigkeit im Detail an. Jetzt habe ich mal die lange Version zuerst auf den Tisch gestellt. Da sprechen wir erstmal die Grundinformationen durch und die Verarbeitung und später dann im Anschluss noch ein paar kleine Unterschiede einmal bei der CQB-Variante. So, fangen wir vorne wieder an. Mündungsbremse kennt ihr, hat sich nichts dran geändert, ist weiterhin aus Stahl gefertigt und am Aluminiumrohr im unteren Bereich oder im inneren Bereich ein Standard 14 mm Linksgewinde. Mündungsbremse wird auch von unten einmal mit einem kleinen Gewindestift vor Verdrehen gesichert. Bedeutet, wollt ihr wieder Tracer oder Schalldämpfer verwenden oder Attrappen verwenden, Gewindestift einmal losschrauben und dann Mündungsbremse einmal abschrauben. Das Rohr ist dann einteilig, schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Das Ganze aus Aluminium gefertigt und wie vorhin schon angesprochen, sitzt bei der langen Version, obwohl es wirklich, wie gesagt, so ein Schnellverschlusssystem eigentlich ist, hervorragend drin. Also auch hier gut, wenn man mit viel Gewalt hier einmal nach oben drückt, kann man das ganze Rohr vielleicht ein Millimeterchen einmal bewegen. Aber das hat keine Auswirkung irgendwie aufs Schussverhalten oder so. Also hier Rohr und Mündungsbremse sehr gut umgesetzt. Dann haben wir natürlich am Rohr vorne einmal unsere Gasabnahme und diese ist nicht aus Stahl gefertigt wie jetzt die Mündungsbremse, sondern der Gasblock oder die Gasabnahme ist hier einmal aus Zink gefertigt. Obwohl es vom Farbton exakt 1:1 identisch ausschaut, hier zwei Materialien. Ob das Ding jetzt aber aus Stahl ist oder aus Zink ist, das ist relativ wurscht. Wie gesagt, hier auch mal die Gasabnahme, auch hier schön nachgebildet, bedeutet auch im inneren Bereich seht ihr dann einmal das Gasgestänge, auch innen drin nochmal so eine Feder. Das wirkt also sehr gut einmal umgesetzt. Bei der CQB-Version ist das Ganze noch ein kleines bisschen schöner, aber wie gesagt, das schauen wir uns dann einmal im Anschluss an. So, dann eben jetzt hier einmal dieser komplett neue M-Lock-Vorderschaft letztendlich dran. Sehr modern das Ganze und wird perfekt mit dem Upper Receiver verbunden. Habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Ihr seht hier vorne sind so zwei kleine Schräubchen und habt im inneren Bereich so einen
ja, so ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, an den Schrauben hängt wie so eine Art Block dran, der ist vorne abgerundet und dann schiebt ihr das Ding einfach hier vorne in die Führung quasi, in den Upper Receiver einmal rein und sichert es dann letztendlich hinten über den Pin. Und dann sitzt der gesamte Vorderschaft hervorragend an der Knifte dran. Also hier null Spiel, kein Versatz irgendwie von der Pickrail. Also von der Umsetzung, von der Passgenauigkeit wirklich sehr, sehr gut und auch die Verarbeitungsqualität hervorragend. Richtig schön sauber gefräst. Auch hier vorne, ich finde es schön, diese großen Cuts, diese schönen Cuts drin, gerade bei der CQB-Version, dass man beim Resteel-Modell rein theoretisch Gasabnahme einstellen könnte beim Schalldämpfer. Also hier wurde an alles einmal gedacht. Und natürlich jetzt eben die Möglichkeit M-Lock-System. Ihr seht, ich habe jetzt hier vorhin bereits von einem Akku einlegen hier diese Panels dran gemacht, was da dafür welche verwendet ist, wurscht. Gibt es unterschiedliche, schönes Design, gibt es auch welche, die sind so geschwungen. Wie gesagt, da kann man von der Optik kann man mit diesen Panels noch ein kleines bisschen spielen. Und ihr seht eben dementsprechend nicht den Akku so stark hier einmal innen drin. Natürlich dann auch die Montagemöglichkeiten deutlich schöner wie bei der alten standardlangen Version mit dem Kunststoff-Vorderschaft noch. Bedeutet, hier könnt ihr ganz problemlos jetzt Pickrails montieren, ihr könnt unten Handstops montieren, ihr könnt Griffe montieren. Also hier, was die Flexibilität angeht, vom Zubehör bei der neuen Version deutlich besser wie bei der alten Version noch. So, beim Korn hat sich dann nichts geändert, bedeutet auch hier seht ihr weiterhin wie bei der Masada üblich, habt ihr eben hier oben eine kleine Unterbrechung von der Pickrail und hier ist einmal euer Korn eingearbeitet, könnt ihr reindrücken, könnt das Ganze eben einmal aufklappen, wenn ihr das Ganze denn benötigen solltet. Aber wie gesagt, ich finde es einfach schön, das harmoniert wunderbar miteinander und das Korn kann wunderbar einmal in diese Pickrail quasi versenkt werden. Das macht optisch auch einen sehr, sehr guten Eindruck, muss man sagen. Und wenn wir dann den Vorderschaft einmal abziehen, dann habt ihr hier eben wie üblich bei der Masada dieses Rohrwechselsystem. Das kennt ihr vielleicht schon. Bedeutet letztendlich, wenn ihr jetzt an die Hop-Up-Kammer ran wollt, ans Bucking ran wollt oder so, ist es relativ benutzerfreundlich, denn ihr müsst nur hier unten diesen kleinen Arretierungspin einmal reindrücken und dann das Ganze mit Schmackes einmal drehen. Das ist wie so ein Bajonettverschluss so in der Art. Es gibt allerdings, die alte Version hatte hier noch ein kleines bisschen mehr Spiel, da ging das problemlos mit der Hand. Bedeutet einfach Pin reingedrückt, dann habt ihr den Hebel darunter oder diesen Stahlbügel runtergezogen, habt dann mit ein bisschen Kraft gedreht, dann konntet ihr das öffnen. Das geht jetzt bei der neuen Version nicht so einfach. Bedeutet, ich habe bei der Standardversion, bei der langen wie auch bei der CQB-Version, musste ich den Pin reindrücken und musste dann mit dem Schraubendreher ein bisschen klopfen, damit sich dieses Arretierungssystem einmal gelöst hat. Aber wie gesagt, hier von der Toleranz noch ein bisschen enger gefertigt, finde ich aber jetzt gar nicht so verkehrt. Dementsprechend sitzt einfach hier das gesamte Rohr mit der Gasabnahme, sitzt einfach in der Arretierung perfekt einmal drin. Wie gerade schon angesprochen, wenn ihr da noddelt am Rohr und rummacht und rumtut, das wird hier hinten einfach sauber und gerade gehalten. Also hier auch im Vergleich zu den älteren Modellen von der Passgenauigkeit nochmal etwas verbessert. Denn bei meiner alten Version musste ich das einmal zudrehen mit der Hand und dann musste ich mit relativ viel Schmackes immer wieder da ein bisschen draufklopfen und mit dem Bit ansetzen, damit wirklich das Rohr sauber gehalten wurde. Andernfalls hatte ich immer so einen Millimeter ein bisschen Spiel im Rohr drin, hat also ein bisschen rumgeklappert das Ganze. Also auch hier, wie gesagt, deutlich besser einmal umgesetzt. So, und jetzt der nächste kleine Punkt. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das Ganze an meine, oder vielleicht kann ich den Handguard bzw. Vorderschaft an meine ganz normal einmal dran schustern. Das funktioniert aber leider nicht, denn aufgrund des Vorderschaftes wurde ebenfalls dieser Arretierungsblock hier, der wurde ebenfalls überarbeitet. Bedeutet, wenn der hier mal herschaut, wenn ihr das vergleicht mit der alten Version, die alte Version war hier im 90-Grad-Winkel. Die neue Version ist hier unten auf beiden Seiten so gefasst oder hat hier unten so einen Winkel dran, also nicht mehr scharfkantig. Dementsprechend passt der neue M-Lock Vorderschaft letztendlich nur an dieses Arretierungsteil hier ran. Andersrum ans alte passt das Ganze leider nicht hin. Dann schauen wir uns einmal den Receiver an. Wie vorhin bereits angesprochen, auch hier natürlich Masada-Modell, bedeutet der gesamte Upper Receiver ist komplett aus einem Teil Aluminium gefertigt. Bedeutet ganz normal von hier hinten bis ganz nach vorne, bis in die Aufnahme vom Vorderschaft, gesamter Upper Receiver ein großes Aluminiumbauteil. Nicht irgendwie zusammengestückelt aus zwei, sondern wirklich einteilig. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auch die Qualität von dem Receiver und die Passgenauigkeit ist wirklich hervorragend. Bedeutet, ihr seht auch hier der Übergang zwischen dem Lower
und dem Upper Receiver richtig schön sauber, ist bündig, kein Spiel irgendwie drin oder sowas. Also hier wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Es gibt nur einen Punkt, der mir aufgefallen ist, und das ist die Beschichtung. Und da bin ich mir aber nicht sicher, ob das rein theoretisch nur die Beschichtung ist oder ob das vielleicht von der Beschichtung selbst kommt. Denn gerade bei der schwarzen Version sieht man es vielleicht, dass man teilweise so ganz kleine Schliere ein bisschen drin hat. Und wie gesagt, von der Kratzresistenz vielleicht nicht ganz so gut wie jetzt, gut, natürlich nicht so gut wie eine E und L. Ich würde es fast behaupten wie eine VFC oder sowas. Bedeutet, auch hier müsst ihr davon ausgehen, wenn ihr das Modell oder den Receiver mal irgendwo ablegt auf einem harten Untergrund, das heißt jetzt irgendwie gut Steinboden natürlich, dann bekommt ihr hier relativ zügig einmal Kratzer rein. Und das sieht man auch hier oben, wenn man mal die Optik runter macht. Wenn man da mit ein bisschen Schmackes einmal klemmt, dann bekommt man hier oben relativ zügig ja einmal so ganz kleine, ja, Lackplatzer möchte ich es nicht nennen, aber so ein bisschen so Druckstellen einmal rein in die Beschichtung selbst. Aber wie gesagt, nichts Kritisches, denn letztendlich ist es bei so gut wie jeder Airsoft von der Beschichtung exakt identisch. Also, das ist in Ordnung. Dann habe ich euch vorhin schon mal gezeigt, natürlich Spannhebel komplett mit Funktion, ganz normal einmal aufziehen und dann könnt ihr hier unten eben das Ganze ebenfalls wieder lösen. Links wie auch rechts. Und wie vorhin auch schon angesprochen, der läuft deutlich straffer wie noch bei der alten Version. Da ist hier oben eine deutlich stärkere Feder einmal drin und auch von der Passgenauigkeit deutlich besser. Bedeutet hier kein Klappern mehr im Spannhebel vorhanden, kein Klappern mehr in diesem Verschlussblech einmal vorhanden. Also hier deutlich optimiert. Und natürlich, wo sehr stark optimiert wurde, wenn ihr jetzt hier mal herschaut und das vergleicht, hier ist eben jetzt diese neue Rotary Hop-Up-Kammer drin. Bedeutet, ihr seht, ihr habt ein riesengroßes, fettes Einstellrad. Das ist so ein bisschen geriffelt. Da kommt ihr wunderbar hin und könnt hier innen drin einmal euren Hop sauber justieren. Das schauen wir uns später natürlich nochmal ganz genau im Detail an. So, dann haben wir direkt gleich mal den Lower Receiver, können wir uns vielleicht auch gleich anschauen. Der ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, also sehr guter Kunststoff. Die Verarbeitungsqualität der Kunststoffteile ist in Ordnung, würde ich aber fast sagen, bei der schwarzen Version, warum auch immer, ein kleines bisschen besser wie bei der TAN oder bei der FDE oder bei der B-Color Version. Möchte ich euch später nochmal im Detail zeigen. Bedeutet hier, wenn man die Spritzgussnähte sich mal anschaut oder ja, wo die Form zusammengefahren ist, das ist noch in Ordnung, würde ich sagen. Man sieht die Kante ein kleines bisschen, man hat aber keine Franzen irgendwie an den Kunststoffteilen dran bei der schwarzen Version. Das ist bei der B-Color Version, wie gesagt, ein kleines bisschen anders, zeige ich euch aber dann nochmal im Detail. Dann der Feuerwahlhebel und die Bedienelemente. Magazinauswurf natürlich sehr schnell erreichbar, genauso selbe Position wie bei einer AR-15. Kommt er wunderbar und schnell einmal ran, schön groß dimensioniert, aber die Feder vom Magazinhalter ein bisschen schwach. Wie gesagt, die Magazine halten, das ist jetzt kein Problem, aber ich finde, er könnte ein bisschen straffer gefedert sein. Wenn ihr irgendwie in eurem Ersatzteillager von einem AR-15 Magazinhalter die Feder noch habt, dann könnt ihr die ganz normal da einmal drin verwenden und dann wird der ein bisschen straffer gefedert einfach. Also hier, er funktioniert tadellos, links wie auch rechts das Ganze, aber ein bisschen lasch gefedert für meinen Geschmack. Auch der Feuerwahlhebel habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Ja, auch dieser ist komplett beidseitig nutzbar, vom Schützen aus links wie auch vom Schützen aus rechts. Aber man nimmt das Zahnradsystem im inneren Bereich ein kleines bisschen wahr. Und auch die hintere Schraube hat hier Einfluss darauf. Das habe ich euch vorhin beim Federschnellwechselsystem bereits angesprochen. Bedeutet, die hintere Schraube, welche in den Spring Guide reingeht, nicht mit aller Gewalt einmal zudrehen. Lasst ihr die handfest zu, dann läuft der Feuerwahlhebel problemlos. Er lässt sich auch relativ einfach einmal umschalten. Aber wie gesagt, vom Umschalten selbst wunderbar, keine Probleme. Aber man hört vielleicht auch ein kleines bisschen das Zahnradsystem. Also hier so ein ganz kleines bisschen, ja, so ein ganz kleines bisschen Kratzen von den Zahnrädern innen drin einmal vorhanden. Da könnte man vielleicht die Zahnräder innen drin noch ein kleines bisschen schmieren, schönes Fett einmal verwenden, damit die vielleicht ein bisschen schöner laufen innen drin, beziehungsweise wenn sie ineinander reingreifen. Der Verschlussfanghebel unten auch links und rechts benutzbar und das Ganze ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Habe ich euch gerade schon einmal gezeigt.
Der Abzug, wir haben hier eine Standard V2 Gearbox einmal drin mit dem Bugatti Core EFCS System, bedeutet Abzug auch wieder über einen kleinen Mikrotaster. Wir schalten einmal um auf Semi- bzw. auf halbautomatisch und müssen dementsprechend jetzt hier auch wieder den Abzug komplett einmal nach hinten ziehen und dann merkt man sogar ganz leicht im hinteren Bereich den Taster. Bedeutet, die Abzugsfeder, die hier in der Gearbox drin verbaut ist jetzt nicht zu schwammig oder sowas, bedeutet, ihr habt ein angenehmes Abzugsgewicht, aber sie ist auch nicht zu stark, dass ihr irgendwie den Druckpunkt von dem Mikrotaster nicht wahrnehmt. Mit Handschuhen sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus, aber ohne Handschuhe merke ich sogar den kleinen Taster. Bedeutet, ich merke genau, hier ist der Taster. Zack, Taster, zack. Also hier, wie gesagt, sehr schön definiert aufgrund der Abzugsfeder. Und wie gesagt, einfach Abzug hinterstellen, dann merkt ihr, hier kommt einmal der Taster und dann könnt ihr letztendlich genau im hinteren Bereich, in den hintersten 3 mm oder 2 mm, könnt ihr hier ganz, ganz sauber und sehr schnell und fein einmal triggern. Also das funktioniert tadellos und natürlich das Core-System von Bugatti hat eine mechanische Sicherung, bedeutet auch im gesicherten Zustand wird der Abzug letztendlich gelockt sozusagen. Also hier nicht wie bei einem optischen System oder wie bei einem Titan, dass ihr da weiterhin durchdrücken könnt. Nö, der Abzug wird hier sauber einmal blockiert. So, und dann lasst uns mal ganz kurz über diesen Klappmechanismus vom Schaft sprechen. Auch hier ist das Ganze natürlich aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, wie der Lower Receiver, wie der gesamte Schaft auch. So, zunächst mal, das Scharnier selbst ist von der Passgenauigkeit hervorragend. Bedeutet, wenn der Schaft wirklich zugeklappt ist, hat er absolut null Spiel. Also ihr könnt ihn jetzt nicht irgendwie rumschwabbeln oder sowas. So, aber dieser Stahlpin, der hier einmal drin ist, der ist zwar im oberen Bereich einmal gerändelt, wenn ihr aber den Schaft einmal komplett bis Anschlag einklappt, so, dann wird das Ganze über eine Feder quasi runtergedrückt und arretiert hier hinten. Die Arretierung selbst habe ich euch vorhin schon mal gezeigt, von der Federspannung ist relativ schwach, bedeutet, wenn ihr die Knifte ein bisschen schüttelt, dann klappt das Ganze automatisch wieder auf. Aber, jetzt ist mir noch ein Punkt aufgefallen, aufgrund dieses Arretierungssystems, wenn ihr dann den Schaft wieder einmal aufklappt, dann kann es passieren, dass teilweise der Pin hier oben ein bisschen rauskommt. Warte mal, ich versuche es mal irgendwie zu rekonstruieren. Na, jetzt, ja, Vorführeffekt, jetzt geht's. Naja, auf jeden Fall kam der, jetzt, pass mal auf, jetzt kommt er. So, jetzt habe ich es ein paar Mal hin und her genödelt und jetzt seht ihr, jetzt kommt hier oben diese kleine Rändelung von dem Pin, kommt jetzt einmal raus. Er rutscht euch nicht komplett raus, also er wird immer noch gehalten, aber er steht ein Stück raus. Bedeutet, letztendlich würde ich jetzt zum Beispiel hergehen, würde hier oben in die Rändelung ein ganz kleines bisschen Sekundenkleber einfach reinschmieren, nicht übertreiben, wie gesagt, ein ganz kleiner Tropfen und dann mit Schmackes wieder runterdrücken, damit einfach die Rändelung hier oben drin ein kleines bisschen gesichert wird. Damit der Pin einfach nicht so 3 mm oder 4 mm rauskommt. Also da hätte die obere Bohrung oder der obere Durchmesser von dem Pin, der hätte ein kleines bisschen enger sein können, damit diese Rändelung einmal sauber in dem Kunststoff hält. Das ist hier nicht der Fall. Wie gesagt, könnte man mit dem Sekundenkleber, wenn es einen stört, noch ein bisschen sichern. Und abschließend schauen wir uns den gesamten Schaft an. Und wie gesagt, der ist von der Kunststoffqualität oder von der Verarbeitung im Vergleich zu der B-Color-Version oder zu der FTE-Version bei der schwarzen Version ein kleines bisschen besser. Bedeutet, wenn wir es uns im Detail anschauen, der ist okay. Wie gesagt, Polyamid-Kunststoff, schön haltbar, schön Glasfasern einmal drin. Das passt alles. Und auch von der Verarbeitung, die Konturen oder die Kanten sind einfach sauber. Gerade die Löcher später auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Druckknopf letztendlich drin läuft. So, also hier bei der schwarzen Version können wir nicht schimpfen, können wir natürlich in mehreren Positionen einmal einstellen. Je nachdem ist letztendlich ein Original-Masada-Schaft und nicht vergleichbar, wie vorhin schon angesprochen, wie bei der SMG 45. Bedeutet hier hinten drin natürlich leider kein Platz irgendwie für einen Akku. So, wie gesagt, der sitzt sauber drauf, der wird auch sauber arretiert, bedeutet, wenn er da dagegen prügelt oder sowas, er schiebt sich nicht automatisch rein und hat selbst im voll ausgezogenen Zustand in der Führung nur ein Hauchspiel. Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung hier hinten drauf. So, die Wangenauflage habe ich euch vorhin auch schon mal gezeigt. Müsst ihr mit sehr viel Kraft einmal nach hinten ziehen, dann macht so einen Klick. Dann könnt ihr es ein bisschen in der Höhe einstellen, dann wieder nach vorne und dann wird sie einmal arretiert. Und dementsprechend könnt ihr die Wangenauflage vielleicht nochmal um 9 bis 10 mm einmal in der Höhe justieren, wenn ihr das denn einmal benötigt.
So, hinten haben wir dann letztendlich noch Aufnahmetrageriemen. Hier unten einmal direkt zum Durchziehen oder dann hier einmal aus Stahl diese QD-Aufnahmen, auch wieder für einen Sling-Swivel. Die Schaftkappe hinten ist übrigens einmal aus Gummi gefertigt, dieses aber relativ hart im Vergleich zu anderen Modellen. Dann drehen wir das Teil noch einmal um vom Schützen aus auf die linke Seite, da eben auch der Feuerwahlhebel, wie gesagt, ganz normal einmal zu bedienen. Dann eben hier unten ebenfalls einmal der Bolt Catch Lever und hier oben ebenfalls der Magazinauswurf einmal für Linksschützen. So, was ihr ebenfalls hier nochmal ganz kurz sehen könnt, das ist eben die Arretierung oder die Aufnahme einmal für den Schaft. Bedeutet hier der Knopf oder der Druckknopf einmal aus Kunststoff gefertigt. Passt wunderbar, von der Passgenauigkeit müsst ihr relativ kräftig einmal reindrücken, dann einmal aufklappen. Wie gesagt, es funktioniert wirklich tadellos, da können wir nicht schimpfen. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, bevor wir gleich weitermachen mit der TAN-Version, schaut euch einfach mal die Verarbeitung hier von dem Kunststoff an. Wie gesagt, das ist in Ordnung. Die Kanten sind relativ sauber, muss man sagen. Also da können wir bei der schwarzen Version definitiv nicht schimpfen. So, vielleicht noch ein kleiner Punkt. Ihr müsst ja für die Demontage die Pins rausklopfen. Achtet oder nehmt eventuell zum Klopfen irgendwie einen Stifttreiber oder irgendwas aus Kunststoff, denn diese Stahlpins, die vermacken unheimlich schnell. Bedeutet, wenn ihr da 3-4 Mal drauf haut, dann sind die ganzen Pins irgendwann komplett vermackt. Also meine Pins von meiner Massada, die sind mittlerweile nicht mehr schwarz, sondern die sind komplett silberglänzig und komplett verklopft. Wie gesagt, schauen, dass ihr vielleicht irgendwas aus Kunststoff zum Klopfen einmal verwendet. So Leute, und wie versprochen, schauen wir uns das Ganze bei der CQB-Version auch noch ganz kurz an, denn hier gibt es qualitativ ein paar kleine Unterschiede und auch vom Kunststoff. So, zunächst mal, was mir sehr gut gefällt bei der CQB-Version, wie vorhin schon bei der langen angesprochen, hier im Vorderschaft diese großen fetten Cuts, diese großen Fräsungen drin und direkt dahinter einmal die Gasabnahme bei der CQB-Version zum Einstellen. Bedeutet, wenn ihr einen Schalldämpfer drauf habt, müsst ihr euch ein bisschen rumdrehen, ne? Nee, das ist natürlich Quatsch, aber ich finde es einfach schön, dass es auch beim Airsoft-Modell hier die Gasabnahme so schön nachgebildet ist und ebenfalls aufgrund der Fräsungen ebenfalls einmal sichtbar ist. Also das passt und auch hier von der Qualität wirklich super. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich es vorhin schon mal angesprochen habe, aber mir ist ein Punkt aufgefallen, nur bei der CQB-Version, und es ist die Flucht vom Outer, beziehungsweise, doch nennen wir es einfach mal Flucht, bedeutet, der gesamte Vorderschaft sitzt hervorragend dran. Wie gesagt, der wird hier vorne im Nut- und Federsystem, hinten der Pin, der wird perfekt einmal gehalten und auch wenn man hier oben eine Wasserwaage drauf legt, ist es alles wunderbar gerade. Also der Übergang zwischen den Rails, das ist alles in der Flucht, schön gerade. So, der Outer bei der CQB-Version kommt aber natürlich hinten aus der Arretierung, aus derselben oder in derselben Position raus, wie letztendlich bei der langen Version. Wenn man sich jetzt aber die Flucht mal anschaut durch das M-Lock-System und einfach mal den Outer verfolgt mit dem Auge, da sieht man, dass der Outer nach vorne minimalst, vielleicht um 2 mm, ich weiß nicht, ob es ihr auch sehen könnt, dass der ein kleines bisschen abfällt. Bedeutet, er kommt hinten circa mittig einmal raus im Vergleich zum M-Lock-System, einmal mittig raus und geht dann ganz leicht im Winkel nach unten. Und wie gesagt, auch wenn man das mit der langen mal vergleicht, der sitzt oder der gesamte Outer kommt einfach ein kleines bisschen hier vorne aus dem Vorderschaft weiter unten raus wie bei der Standardversion. Also bei der Standardversion sitzt er ca. 2 mm höher. Jetzt dachte ich zuerst, okay, das ist vielleicht falsch arretiert oder vielleicht ist das Spiel drin, dass der ganze Outer da einfach irgendwie wackeln kann und dann nach unten wegfällt. Ja, aber das ist nicht der Fall. Bedeutet, das Ding ist bombenfest da hinten drin einmal arretiert. Auch wenn ihr hier irgendwie am Ding rumknödelt, irgendwie an der Mündungsbremse und versucht den Outer irgendwie zu wackeln oder sowas. Nix, überhaupt nichts. Also es sitzt sauber in der Arretierung einmal drin, aber dennoch, wenn man es vergleicht, geht er ganz, ganz leicht nach unten oder fällt er ein kleines bisschen weg. Das könnte eventuell an der Arretierung liegen oder an der sehr starken Feder, die hier oben an dem Gasgestänge oder an der Gasabnahme einmal drin sitzt. Denn hier ist eine deutlich straffere Feder oben einmal innen drin, wie bei der Standardversion. Vielleicht drückt die Feder den Outer ein kleines bisschen nach unten. Wie gesagt, weiß ich nicht, auf jeden Fall Spiel hat er wirklich 0. So Leute, und abschließend, wie gerade schon angesprochen, habe ich ein paar kleine qualitative Unterschiede festgestellt im Kunststoff und beim Schaft von der schwarzen zur FDE-Version. Wenn ihr euch jetzt diesen Kunststoff oder den Schaft mal wirklich im Detail anschaut, ich weiß, vielleicht hätte man es auch ignorieren können, aber ihr wisst ja, Perfektion und so ein Mist.
ist mir aufgefallen, dass die FDE-Version im Kunststoff immer wieder so ganz kleine Fasern einmal hat. Das seht ihr auch hier, wo das Loch ist für diesen Knopf, da sieht man es vielleicht recht gut. Ja, in dem Loch oder in der Öffnung so ganz kleine Kunststofffasern einmal drin. Auch wenn wir sie uns mal umdrehen und dann hier innen in die Kante, wartet mal, hier innen mal in die Kante reinschaut, hier oben, auch hier so kleine Fasern vom Kunststoff. Also da fand ich einfach die schwarze Version, fand ich da irgendwie von der Verarbeitungsqualität ein bisschen besser. Warum, weiß ich nicht, denn wie gesagt, der Kunststoff selbst müsste rein theoretisch identisch sein, auch die Spritzgussform müsste rein theoretisch identisch sein. Aber die FDE-Version hat so ganz leichte Fransen teilweise oder so ganz leichte Fasern. Finde ich also von der Verarbeitungsqualität nicht ganz so gut wie die schwarze Version. Warum, weiß ich nicht. So, und der letzte Punkt, was wir ebenfalls noch ansprechen können, was A&K mal wieder versemmelt hat und was ich nicht kapiere. Ihr habt hier hinten bei jeder Version, egal jetzt lang, kurz, schwarz, Bicolor, whatever, habt ihr hier hinten weiterhin diese beiden Löcher drin. Und an diesen beiden Löchern könnt ihr eine Aufnahme für einen Trageriemen montieren. So eine bekommt man aber nicht her und ist standardmäßig auch nicht verbaut. Und das habe ich damals schon bei meiner Version damals schon angesprochen. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Warum geht A&K nicht einfach her und zieht uns einfach hier einen schönen Stahlbügel einfach hoch, damit wir hier noch einen One-Point-Sling irgendwie befestigen können zwischendrin. Ist also leider keine im Lieferumfang einmal enthalten, finde ich ein bisschen schade. Ich habe es damals bei meiner Version so gemacht, ich habe mir hier 2 M4 Schrauben reingeballert und habe mir mit Paracord dann einfach eine Schlaufe rübergezogen, dass ich quasi hier einfach mein Sling eingehakt habe, mein One-Point-Sling. Ist auch möglich, ist aber auch ein kleines bisschen Pfusch, muss man sagen. Also da hätte A&K gerne mal so einen Sling-Riemen oder so einen Trageriemenbügel irgendwie noch direkt mit im Lieferumfang beilegen können. Ach, oh Leute, letzter Punkt, was euch vielleicht gerade auch schon aufgefallen ist. Wenn ihr mal den Farbton bei der Bicolor-Version vergleicht, werdet ihr ebenfalls ein paar kleine Unterschiede vielleicht feststellen können. Bedeutet, der gesamte Lower Receiver, das Scharnier wie auch die Wangenauflage sind vom Farbton ein kleines bisschen mehr ins Gelb gehende, eine kleine Nuance. Bedeutet hier etwas mehr Gelbanteil drin im Vergleich zum Schaft. Bedeutet, der geht mehr oder hat ein bisschen mehr Magenta drin, ist ein kleines bisschen rötlicher vom Farbton, wie die Wangenauflage und der Low Receiver. Also auch das passt vom Farbton nicht zu 100% perfekt zusammen. Ich meine, man kann es letztendlich auch ignorieren, aber auch hier wieder, ihr wisst ja, ich komme aus dem Druckbereich und da achtet man auf sowas. So Leute, wie gewohnt werde ich auch wieder ein paar Worte zur Demontage und vor allem auch zur Montage sagen. Eine komplette Demontage spare ich mir, das meiste ist selbsterklärend bei der Masada. Es gibt aber 2 Punkte, wo ihr unheimlich darauf achten müsst, auch wenn ihr bereits ein bisschen erfahren seid im Thema Technik oder im Basteln. So, gerade bei diesem Modell etwas tricky ist der Feuerwahlhebel, der beidseitige, sowie der Magazinhalter. Der Magazinhalter geht eigentlich, aber auch hier gibt es ein bisschen was oder einen Punkt zu beachten. So, zunächst mal, ihr seht, ihr könnt den ganz normal drücken, klar, ihr müsst das Magazin irgendwie lösen. Ihr seht hier aber keine Schraube und ihr seht auch hier drüben keine Schraube. Bedeutet, ihr könnt den ganzen Magazinhalter nur abschrauben, wenn ihr den Verschlussfanghebel hier unten dran am Abzugsbügel, wenn ihr diesen vollständig runterzieht und gleichzeitig jetzt da den Magazinhalter vom Schützen aus auf der linken Seite mit Schmackes komplett reindrückt. So weit wie es geht. So, und dann dreht ihr das Ganze um, haltet ihn immer noch gedrückt und jetzt könnt ihr dann auf der Seite einmal losschrauben. Und genauso später bei der Montage genauso wieder einfädeln, Verschlussfanghebel runterziehen, durchdrücken, dann so weit wie möglich einmal draufschrauben, so weit wie es eben geht. Das merkt er dann irgendwann, verkantet er sich. So, hier seht ihr jetzt ein bisschen, nee, hier geht es nicht mehr weiter. Also halbe Umdrehung weiter auf, kommen lassen, zack, und dann sitzt er einmal wieder sauber drin. So, jetzt aber der nächste Punkt, passt unheimlich auf, wenn ihr den Magazinhalter demontiert, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein kleiner Pin drin. Dieser ist nicht gerändelt und kann sehr schnell verloren gehen. Also ich habe meinen von meiner Masada schon 2-mal verloren in den letzten Jahren. So, hier jetzt aufpassen. Wie gesagt, jetzt könnt ihr den hier ganz normal einmal rausziehen auf der Seite. Aber, wartet mal, so, ich halte es ein bisschen fest. Aber
Hier innen drin seht ihr jetzt diesen kleinen Pin, welcher letztendlich diese beiden Teile miteinander verbindet. Und ihr seht, da ist ein ganz kleines bisschen Spiel auf dem Pin drauf, beziehungsweise in der Bohrung. Und seht ihr das? Ich halte jetzt unten schon mit dem Finger dagegen, aber wenn ihr das ein bisschen drückt, dann rutscht der sofort nach unten einmal raus. Das ist nicht gut. Bedeutet hier unheimlich auf diesen kleinen, ekelhaften Pin einmal aufpassen. Wenn das Ding montiert ist, natürlich, er wird seitlich über den Polyamid-Kunststoff wird der Pin gehalten. Also im zusammengebauten Zustand kann er nirgendwo hin. Aber im ausgebauten Zustand, wie gesagt, darauf aufpassen. Und wenn euch das auf den Zeiger geht, dann könnt ihr den Pin im oberen Bereich oder im unteren Bereich auch gerne mit einem Tropfen Sekundenkleber einmal sichern, damit euch dieser eben nicht so schnell einmal herausflutscht. Und der nächste Punkt ist, wie gerade schon angesprochen, einmal der beidseitige Feuerwahlhebel, damit ihr diesen wieder parallel einmal ausrichtet und ebenfalls, damit ihr überhaupt die Gearbox einmal rausbekommt. Natürlich, der Motor muss raus, innen drin wie bei einer AA15 die Schrauben wieder innen drin lösen. So, und dann könnt ihr aber die Gearbox nicht rausziehen. Bedeutet, wir müssen zunächst einmal diese beiden Feuerwahlhebel vom Schützen aus links wie auch rechts einmal abschrauben. Kleiner Gewindestift jeweils drin, braucht dann 1,5 mm Inbus. Hier wieder aufpassen, Schütze aus von der linken Seite, kleine Feder, kleiner Pin einmal drin. Seht ihr, dieser kleine Mini-Pin, auch diesen könnte man sich mit ein kleines bisschen Fett einmal hier innen drin sichern, damit man den eben nicht verliert. Und die Feder ist natürlich auch einmal drin. So, der weg und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls komplett einmal weg und hier ist kein Pin drin. Bedeutet, der Pin ist nur auf einer Seite einmal vorhanden. Und jetzt, was wichtig ist, jetzt achtet mal auf den Receiver und schaut mal auf diese Führung hier. Ihr seht, ihr habt hier nicht nur diese 3 Arretierungspunkte, wo das Klicksystem kommt, sondern ihr habt hier oben eine Führung drin. Und in dieser Führung läuft letztendlich, wartet mal, ich muss auf die Feder aufpassen und auf den Pin. So, und hier oben drin hat der Feuerwahlhebel ebenfalls nochmal so einen kleinen Nupsi, der quasi in dieser Führung läuft. Bedeutet, wenn ihr den komplett drauf drückt, kann der Feuerwahlhebel letztendlich nur eine gewisse Rotation zurücklegen. Ihr kommt also nicht weiter. Wenn ihr jetzt allerdings den Feuerwahlhebel ein kleines bisschen rauszieht, damit der Nupsi quasi nicht mehr in der Führung läuft, dann könnt ihr das ganze Zahnradsystem innen drin weiterdrehen. Und genau das ist jetzt wichtig. Bedeutet, wir schauen von oben leicht schräg, am besten vom Schützen aus auf der rechten Seite hier, ja, hier oben ein bisschen rein, da seht ihr die Zahnräder. Und die Zahnräder selbst sind aber, oder die Zähne selbst sind nicht komplett durchgehend. Bedeutet, das ist wie so ein Halbmond innen drin. Und jetzt zieht ihr den Feuerwahlhebel so weit raus, dass ihr quasi die Zahnräder so weit drehen könnt, bis ihr einmal aus den unteren Zahnrädern aushaken. Bedeutet, habt ihr vielleicht gesehen, seht ihr, jetzt ist er komplett gedreht. Und ich kann es jetzt frei rotieren. Und auf der gegenüberliegenden Seite drehen wir ebenfalls das Zahnrad so weit, dass es quasi aushakt innen drin. Quasi auch so leicht nach oben. So, und jetzt da steht eben dieser Halbmond im hinteren Bereich. Bedeutet, die Zähne stehen hier hinten innen drin und die unteren Zahnräder werden frei. Jetzt könnt ihr die gesamte Gearbox nach oben rausziehen. So, und genau so müsst ihr eben später wieder vorgehen, wenn das Ganze wieder zusammenbaut. Bedeutet, ihr müsst zunächst mal das Zahnrad hier natürlich, hier seht ihr es vielleicht noch mal ganz kurz im Detail. Wie gesagt, so ist es aufgebaut und ihr dreht es dann innen drin so her, dass die Zähne hinten stehen und sozusagen nicht mehr hier vorne in das kleine Zahnrad einmal reingreifen. So, zum Zusammenbauen, auch Zahnrad stecken wir uns hier einfach wieder rein. So, da müssen wir die Kabel wieder durchfummeln. Das ist teilweise mit den Steckern und mit dem Lower Receiver auch nicht ganz einfach. Ihr müsst euch teilweise die Kabelschuhe unten ein kleines bisschen gerade biegen, damit ihr da unten einmal durchkommt. Und gerade vor der Kamera macht sowas immer mega viel Spaß zu zeigen. So, Kabel einmal durch, einmal runter. So, und dann die Zahnräder eben wieder genauso ausrichten, wie gerade schon gesprochen. Einmal Halbmond nach hinten, auch auf dieser Seite einmal nach hinten. Und erst dann kommt ihr letztendlich mit der Gearbox komplett in den Lower Receiver einmal rein. So, zack, sitzt jetzt einmal komplett sauber drin, die Gearbox. Jetzt könntet ihr diese bereits von innen drin verschrauben.
Also quasi von innen vom Pistolengriff. Das mache ich jetzt noch nicht, denn jetzt richten wir zunächst mal diesen Feuerwahlhebel wieder einmal aus, damit er eben parallel läuft auf beiden Seiten. Bedeutet, wir gehen auch wieder her und machen das Spiel jetzt letztendlich genau andersrum. Bedeutet, wir gehen auf der Seite her, setzen unseren Feuerwahlhebel drauf und auf der anderen Seite setzen wir ihn ebenfalls drauf. Und ich weiß, es lässt sich jetzt wahrscheinlich von der Perspektive her schwer erkennen. Doch, obwohl, wartet mal, doch, ihr müsstet so müsst ihr das sehen können. So, jetzt da müsst ihr eben schauen, wenn ihr jetzt innen drin die Selector Plate euch anschaut, dann kommt ihr letztendlich, hier kommt der Safe-Bereich, bedeutet weiter können wir das Ganze im Regelfall nicht drehen. Aber auch hier wird der Punkt, wenn wir den ein bisschen weiter rausziehen, dann können wir eben die Rotation weiter drehen und greifen jetzt unten einmal in die Zähne rein. So, und jetzt müssen wir letztendlich nur hergehen und müssen diese beiden, wo dieser Punkt kommt, wo es ineinander greift, dann müssen eben beide Feuerwahlhebel parallel ausgerichtet sein. So, jetzt wartet mal, das ist noch ein Zahn versetzt, bedeutet, wir gehen noch mal ein Stück zurück, gehen mit dem ein bisschen rum. Wie gesagt, ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert. So, der greift noch nicht. So, jetzt greift der. Und der müsste jetzt... jetzt passt es, oder? Ja, jetzt sieht es gut aus. So, jetzt sind beide parallel. Jetzt drehe ich einfach einmal weiter. So, und jetzt sind eben beide einmal drin, dieser Halbmond innen drin. Jetzt seht ihr aber, jetzt passt natürlich der Feuerwahlhebel, passt so überhaupt nicht. Bedeutet, ihr geht einfach her und dreht ihn wieder um. So, und so könnt ihr das Ganze einmal festschrauben und dann laufen eben beide parallel. Auch hier drehen wir einmal um. So, seht ihr, dann wären wir hier in der Sicherung. Hier sind wir ebenfalls in der Sicherung. Hier sind wir auf Semi. Ist sogar ein Zahn versetzt. Gehen wir nochmal einmal zurück, gehen wir noch einmal raus. Bedeutet, wir drehen es. Wie gesagt, ist ein bisschen tricky. Dementsprechend zeige ich euch das Ganze jetzt auch. Weil da kann man sich nämlich ein bisschen grau ärgern mit dem System. So, aber jetzt, da lasst mich nochmal ganz kurz gucken. Ja, jetzt passt's. Okay, dann fahren wir einmal rum. So, und jetzt laufen beide parallel. Okay. So, dann der sitzt sauber drauf, der da drüben sitzt auch sauber drauf. So, und jetzt passt das Ganze. Also hier einmal auf sicher und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls einmal sicher. So, jetzt letztendlich die kleine Feder noch rein und den kleinen Pin rein. Dann das Ganze wieder festschrauben, dann ist der Feuerwahlhebel wieder sauber einmal ausgerichtet. Gut Leute, dann schauen wir uns heute wieder die Internals einmal im Detail an und diese haben sich zu der Modellserie vom Dezember 21 haben sich diese nicht geändert, bedeutet die sind 1:1 gleich geblieben. Wir schauen sie uns mal ganz kurz an und beginnen auch heute wieder bei der Gearbox Shell wie bei der Lagerung. So, die Shell ist eine handelsübliche Standard V2 und das ist gerade interessant beim Thema Kompatibilität. Lasst uns aber die Gearbox zunächst mal anschauen, ganz kurz. Wie gesagt, Standard V2 und dementsprechend auch nicht sonderlich jetzt verstärkt, wie man es bei recht modernen Systemen einmal kennt. Bedeutet weiterhin 90 Grad Kante, einmal hier vorne, wo der Zylinder drin liegt, gerade hier im oberen Bereich. 90 Grad hier außen ein bisschen verstärkt, hier oben ebenfalls minimal ein bisschen verstärkt. Aber auch wenn wir von oben drauf schauen und das mal mit anderen Shells vergleichen, die gehen hier teilweise um über 1 Millimeter, werden die ein bisschen fetter hier vorne. Das ist bei der A&K Gearbox nicht der Fall. Und natürlich auch im inneren Bereich Standardführung für die Tabbert Blade. Bedeutet auch hier nicht wie bei G&G oder bei den aktuellen Syma Platinum Modellen hier nicht im inneren Bereich nochmal verstärkt oder sowas. Also alles Standard, wie man es eigentlich kennt. So, Federschnellwechselsystem hinten ist ein Standard 2-Flügelsystem, bedeutet Edelstahl, Spring Guide einmal drin, habt ihr vorhin vielleicht schon ganz kurz gesehen, mit Axiallager hinten drauf, vollkommen in Ordnung und eben 2 Flügel, bedeutet links und rechts, wie man es auch von diesen SHS QD Spring Guides einmal kennt. Und das passt hier hinten einfach wunderbar einmal in die Gearbox rein. Natürlich Spring Guide nur mit 2 Flügeln, ist aber auch bei diesem Modell nicht wirklich von Relevanz, denn das Ganze wird später von hinten mit der Schraube einmal sauber gehalten und dementsprechend fixiert. So, also Gearbox in Ordnung, Standard würde ich sagen und von der Passgenauigkeit sehr gut.
Bedeutet hier, wenn man mal herguckt, die Hälften haben absolut null Spiel. Wir haben auch komplettes Nut- und Federsystem, einmal außen rum. Das ist alles in Ordnung. Und auch von unten bin ich wieder der Meinung, dass die Gearbox im zusammengebauten Zustand wieder nachgeschliffen wurde. Ja, so können wir es vielleicht recht gut sehen. Bedeutet, hier seht ihr, da ist irgendwie, ich weiß es nicht, sieht für mich irgendwie geschliffen aus. Wie gesagt, vielleicht nochmal später dann nochmal nachbearbeitet das Ganze. Aber wie gesagt, Hälften passen sauber zusammen. Und von der Haltbarkeit her denke ich, dass wir gerade bei der langen Version von dieser Masada mit knapp 1,9 Joule, dass wir da schon fast an der Grenze sind. Wollt ihr hier die Gearbox noch ein bisschen schonen, wäre es vielleicht noch möglich, noch einen Zylinderhead zu verbauen mit einem großen Sorbo und mit einer extra Pufferfläche vorne drauf. Der Original-Zylinderhead ist in Ordnung, schauen wir uns dann auch gleich an. Aber wie gesagt, gerade wenn ihr das Ding wirklich über Jahre auf über 2 Joule oder mit 2 Joule spielen wollt und dürft auf eurem Feld, dann würde vielleicht so ein Zylinderhead würde gegebenenfalls die Gearbox noch etwas stärker schonen. So, da wir hier eben, wie gesagt, eine Standard V2 haben, ist das Ganze auch problemlos zu anderen Herstellern kompatibel. Bedeutet, sollte euch die Gearbox doch hier oben mal irgendwann nach 2-3 Jahren mal brechen oder reißen, dann bekommt ihr eine stinknormale V2 Gearbox auch von anderen Herstellern einmal rein. Denn letztendlich müsst ihr nur aufpassen, dass ihr diese Aufnahme hier habt, diese Senkung, diese Bohrung hier und hinten das Federschnellwechselsystem. Der Rest ist wurscht, also ihr braucht jetzt hier nicht unbedingt diese Bohrung oder diese Senkung, ist bei der Masada irrelevant. Genauso wie diese ganzen Pins hier und das Gewinde für ein Bolt Catch Lever, das braucht ihr alles bloß bei einer AA15. Und dementsprechend Kompatibilität Gearbox Shell zu anderen Herstellern oder zu anderen Gearboxen auf dem Markt auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, auch Retro-Arms oder sowas bekommt ihr beispielsweise problemlos in die Masada einmal reingezimmert. So, die Lagerung ist dann Standard, nur hier seht ihr, ich habe schon bereits ein bisschen was geändert, komme ich gleich darauf zu sprechen. Wir haben hier ein Mischsystem aus 8 mm Stahllaufbuchsen und 8 mm Kugellager. So, standardmäßig, so wie die Waffe kommt, habt ihr Stahllaufbuchsen am Sektorgear komplett und am Spurgear ebenfalls komplett. Kugellager habt ihr dann wiederum unten komplett am Bevel Gear, bedeutet unten und oben. Ihr seht aber bereits, da ich das Modell bereits nachgeschimmt habe, sprechen wir dann gleich eben drüber, habe ich diese beiden Lager miteinander getauscht. Bedeutet letztendlich hat das Bevel Gear im oberen Bereich bei mir jetzt einmal die Stahllaufbuchse bekommen, welche standardmäßig hier oben einmal am Spurgear war. Und das Kugellager vom Bevel ist letztendlich hochgewandert einmal zum Spurgear. Damit einfach die Last oder wenn die Schräge dann später vom Bevel Gear das Ganze nach oben drückt, damit es hier eben im oberen Bereich einmal auf einer Stahllaufbuchse läuft und nicht die Scherwirkung zu hoch wird auf dem Lager. Muss man nicht unbedingt machen, ihr könnt problemlos Standard konfiguriert lassen. Da ich aber wie gesagt gerade schon nachgeschimmt habe, habe ich bereits die Lager einmal gewechselt. Hier seht ihr eben die Grundkonfiguration, Stahllaufbuchse und einmal Kugellager. Und genau so war es eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Dann haben wir wie üblich bei Bugatti-Kniften auch hier wieder das Core einmal drin verbaut. Bedeutet mechanisches EFCS und MOSFET-System. Ganze läuft wie üblich einmal über Mikrotaster. Bedeutet hier wieder Mikrotaster einmal für den Abzug. Hier einmal der Mikrotaster für den Zyklus. Bedeutet, dieses Modell kann euch natürlich nicht jammen, ihr könnt sehr stark belasten, ihr könnt große Akkus reinballern, ihr habt die Akkuüberwachung, ihr habt die Akkuabschaltung drin, also alles, was man sich wieder einmal wünscht. Habe ich mittlerweile schon so oft angesprochen, brauchen wir glaube ich nicht im Detail wieder einmal durchkauen. Also bereits ein sehr gutes EFCS und MOSFET-System hier out of the box wieder drin verbaut. So, was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen können, was sehr schön ist, gerade im Bereich Demontage, die Steckverbindung nach vorne ist einmal separat getrennt. Bedeutet, ihr habt hier im vorderen Bereich nochmal eine zusätzliche Steckverbindung letztendlich. Und das erleichtert die Demontage enorm. Bedeutet, wenn ihr wirklich mal kurz ran müsst oder eine Wartung machen müsst, kurz die Stecker vorne kurz abziehen und dann können die ganzen Kabel ganz easy einmal durchziehen oder durchfädeln. Also hier wirklich mitgedacht und eine extra Steckverbindung einmal vorne mit angebracht. Finde ich, wie gesagt, finde ich gut. Hätten sie auch nur einen Stecker drauf löten können, dann hätten wir jedes Mal rumlöten müssen. Das wäre blöd gewesen. Dementsprechend Steckverbindung einwandfrei. Dann können wir gleich weitermachen mit den Gears. Und hier sind erfreulicherweise keine standard gesinderten China-Gears drin, wie man sie von anderen Herstellern einmal kennt, sondern hier ist ein komplett CNC gefertigtes Gearset einmal drin.
Und das macht von der Qualität wirklich einen super Eindruck. Bedeutet sogar das Bevel ist einmal gefräst und verpresst miteinander. Kann man auch hier oben, gut, da ist jetzt der Schirm drauf, aber sieht man dann auch im oberen Bereich. Auch das Spurgear, nicht gesindert, sondern komplett gefräst und verpresst. Sieht man auch im unteren Bereich wieder. Hier kann man es ein bisschen erkennen vielleicht. Also hier einmal miteinander verpresst das Ganze. Und auch das Sektorgear ist gewuchtet und ebenfalls CNC gefertigt. Sieht man direkt gleich wieder einmal verschraubt und ebenfalls dann einmal verpresst miteinander. Ist zwar ein bisschen viel Fett drauf, aber ihr seht hier ist dieser Ring außenrum. Bedeutet zwei Zahnräder letztendlich unter Hitze miteinander verpresst und zusätzlich nochmal miteinander verschraubt. Also die machen wirklich einen super Eindruck, auch das Laufverhalten ist hervorragend und was ich auch sehr gut finde, die Qualität des Strokes. Denn wenn ihr euch einmal das Sektorgear anschaut, ist hier bereits ein Sektorgear oder ein gestrokedes Sektorgear drin mit 13 Zähnen. Also kein 16 Zahn, wie man es standardmäßig hat, sondern 13 Zahnsystem. Und das ist vom Stroke selbst wirklich perfekt oder sehr, sehr sauber einmal umgesetzt. Bedeutet, wenn ihr das euch mal anschaut, diese Fläche, man sieht jetzt hier zwar, da waren bestimmt mal Zähne vorhanden, aber ich gehe davon aus, dass es einfach mit der Fräse einmal weggeballert wurde. Weil so perfekt Zähne entfernen kann man, glaube ich, nur mit der Fräse. Also hier perfekt gestroked, super Qualität. Wie gesagt, die Gears laufen richtig sauber, tolles Laufverhalten. Da können wir heute definitiv nicht schimpfen. So, der eine Punkt, was wir auch gleich im Anschluss an beim Zylinder nochmal ansprechen werden, falls ihr euch jetzt wundert, 13 Zahn Sektorgear, daher wir bei der langen Version noch 1,9 Joule rausbekommen, ist das Volumen, wie ihr vorhin im Chronotest gesehen habt, locker einmal ausreichend. Denn auch verbaut A&K unterschiedliche Zylinder. Bedeutet, ihr habt bei der langen Version einen geschlossenen Zylinder drin und bei der kurzen Version habt ihr einen Typ C-Zylinder oder halt einen offenen Zylinder einmal drin. Dementsprechend keine Probleme aufgrund des Short Strokes mit der Lauflänge. Und dann lasst uns im Anschluss direkt gleich weitermachen mit dem Shimming und das wird heute leider ein etwas längerer Punkt. So, die Gears, wie gesagt, die Gears sind super. Das Shimming seitens A&K ist aber leider nicht ganz perfekt. Bedeutet, das Bevel Gear war perfekt einmal eingeschimmt. Also hier hat man nicht mal mehr eine 010er draufgebracht. Das Spurgear hätte man gegebenenfalls noch eine 02er aufbringen können. Und am Sektorgear hätten wir vielleicht sogar noch 04 aufbringen können. Also hier perfekt. Da, naja, ein bisschen geht noch in Ordnung. Aber das Sektorgear hätte meiner Meinung nach ein bisschen besser einmal eingeschimmt sein können. Wie gesagt, es macht jetzt einen Bock nicht fett. Man kann das Ding out of the box problemlos spielen und man braucht es dann auch nicht hergehen und sofort einmal nachschimmen. Aber ihr wisst, wer es perfekt haben möchte, der macht seine Schimmung immer selbst. Denn ich habe noch keinen Hersteller aus China gesehen, der die Schimmung zu 100% perfekt einmal umsetzt. Und das ist auch leider bei diesem Modell der Fall. Bedeutet, hier kann man es lassen, hier vielleicht nochmal 0,2 drauf und das Sektor sollte man dann vielleicht mit 0,4 einmal nachschimmen. So, da das Ganze aber bei einer Masada nicht ganz so einfach ist umzusetzen, aufgrund des Lower Receivers, schauen wir uns das Ganze heute ausnahmsweise mal direkt im Video an, worauf ihr achten müsst, wenn ihr dieses Modell einmal nachschimmen möchtet. So Leute, dann heute etwas losgelöst von diesem Review möchte ich ebenfalls ganz kurz euch erklären, wie ihr so eine Masada schimmt, denn das ist gerade bei diesem Modell nicht ganz einfach. Gerade eben Bevel to Pinion Gear möchte ich euch eben ganz kurz einmal zeigen, wie ihr hier vorgeht. Denn, wie gesagt, normalerweise stellt ihr ja einen Pistolengriff, macht einen Pistolengriff unten ran, bei einer AR-15 zum Beispiel, könnt wunderbar einmal Zahnspiel hier vorne über das Fenster einmal kontrollieren. Jetzt könnt ihr euch aber auch schon denken, wenn das ganze Zeug da einmal in diesem Receiver, in dem Lower drin steckt, tut ihr euch da unheimlich schwer. So, ich erkläre es euch mal ganz kurz, wie ihr vorgeht. Zunächst einmal die Motorhöhe, die Einstellung von der Höhe. Dann nehmt ihr zunächst mal nicht diese Seite von der Shell, sondern nehmt euch die Seite von der Shell her und dann setzt ihr das Bevel Gear letztendlich ganz normal einmal ein. Quasi so. So, dann geht er von unten her, nehmt den Motor, steckt den Motor da unten rein und schraubt diesen einmal über die Motorplatte einmal fest. So, Motor ist drin und jetzt werde ich mich unheimlich schwer tun, das Ganze vor der Kamera einigermaßen zu zeigen. Aber ihr seht, wie gesagt, wenn wir hier unten mal reinfunzeln, seht ihr jetzt hier unten letztendlich den Motor und einmal das Pinion Gear rauskommen.
Jetzt nehmt ihr einfach die Gearbox her und setzt die Gearbox hier oben einmal in den Lower Receiver ein. Richtet das Ganze ein bisschen aus und dann drückt ihr sie ganz normal einmal rein. So, dann schaut ihr, dass die wirklich schön sauber und gerade einmal drin sitzt. Das passt bei A und K, passt das wunderbar. Also Passgenauigkeit, Gearbox Shell und Lower Receiver sind perfekt. So, und wenn ihr jetzt da hier hinten so schräg einmal reinschaut, dann könnt ihr, ihr seht es einfach nicht. Wartet mal, ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Hier, wenn ihr so schräg von hinten jetzt einmal runterschaut, also quasi im Winkel unten reinschaut, dann könnt ihr eben die Motorhöhe einigermaßen erkennen und dementsprechend die Motorhöhe einmal zum Bevel Gear einstellen. Und genauso müssen wir jetzt letztendlich vorgehen, wenn wir einmal das Zahnspiel kontrollieren wollen, also quasi die Einstellung. Bedeutet, ihr seht jetzt, das Bevel Gear hatte jetzt einmal Shims drauf, bedeutet, ist bereits einmal eingeschimmt. Kann man so auch nochmal ganz kurz kontrollieren. Hier läuft wunderbar, hat links und rechts nur minimal ein kleines bisschen Spiel. So, und jetzt da setzen wir ebenfalls die Gearbox in diesem Zustand hier. Also ihr dürft da wirklich nichts drin haben. Weder irgendwie ein EFCS-System noch Zylinderset, sondern wirklich nur Gearbox, Lagerung und das Bevel Gear. Die Selector Plate, die fällt weg, die lassen wir mal weg. So, und dann setzt ihr die Gearbox ebenfalls einmal in den Lower Receiver ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese jetzt von innen direkt gleich mit einer Schraube zumindest mal fixieren. Muss aber nicht unbedingt sein, denn wie gesagt, die hält hier innen drin, hält die wunderbar und fest. Bedeutet, wir nehmen jetzt auch wieder unseren Motor her, von unten, stecken uns den unten rein und auch hier gleiches Spiel. Bedeutet, auch hier schrauben wir uns den Motor direkt hier unten jetzt einmal fest. So, und wenn ihr dann den Motor drin habt, dann drückt ihr einfach die Gearbox nochmal ordentlich nach unten, also Richtung Pistolengriff hin. Und dann geht ihr mit einem relativ langen und dünnen Schraubendreher, geht ihr über die Öffnung vom Zylinder, geht ihr in die Gearbox einmal rein, geht ans Bevel Gear runter und könnt darüber einmal euer Zahnspiel letztendlich kontrollieren. Und wie gesagt, ich kann es vor der Kamera leider nicht zeigen, aber ich glaube, ich kann es euch recht gut erklären. Wie gesagt, einfach hier jetzt einmal durchgehen bis runter, bis zum Bevel Gear und dann eben kontrollieren mit dem Schraubendreher, Bevel Gear ganz leicht ein bisschen probieren zu bewegen, wie groß ist das Zahnspiel, einmal zum Pinion Gear. Und so könnt ihr eben die Schimmung Bevel to Pinion ebenfalls bei einer Masada einmal durchführen. Somit hätten wir dann schon mal unser Bevel Gear sauber zum Pinion Gear eingestellt. Bedeutet hier einmal ganz minimal ein bisschen Zahnspiel einmal zwischen diesen beiden Zahnrädern hier einmal vorhanden. So, und wenn ihr jetzt noch weitere Hilfe benötigt oder ein bisschen selbst optimieren wollt, kann ich euch mal ganz kurz mein Shimming durchgeben, was ich jetzt bei der kurzen Version einmal umgesetzt habe. Zum Beispiel, oder der erste Punkt ist, ihr seht zum Beispiel, die untere Gearbox ist gleich geblieben von der Lagerung. Bedeutet weiterhin am Bevel Gear unten Kugellager, am Spur unten Stahlaufbuchse und am Sektor ebenfalls unten Stahlaufbuchse. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich das Ganze aber geswitcht. Bedeutet, Sektor Gear bleibt weiterhin natürlich Stahlaufbuchse, also auf beiden Seiten. Aber diese beiden Gleitlager oder diese beiden Lager habe ich miteinander getauscht. Bedeutet letztendlich, das Kugellager vom Bevel Gear ist hochgekommen zum Spur Gear und die Stahlaufbuchse vom Spur ist runtergekommen zum Bevel Gear. Damit wir quasi unten am Bevel wie auch am Spur eine Mischkombination haben. Das habe ich euch das letzte Mal schon in diesem Technikvideo oder in dem Gearbox Shimming Video schon mal gesagt. Damit eben unten kein Kugellager einmal am Bevel Gear ist, wo letztendlich einmal der Winkel von dem Zahnrad läuft. Ihr seht ja hier einmal dieses Kegelrad. Bedeutet, die Last, wenn der Motor anläuft, drückt das Zahnrad immer nach außen. Und damit hier nicht zu viel Kräfte auf dem Kugellager wirken, habe ich hier einfach die Stahlaufbuchse vom Spur Gear verwendet. Und wie gesagt, oben am Spur Gear können wir problemlos ein Kugellager verwenden. Das funktioniert. So, jetzt vom Shimming, das war eigentlich relativ easy, muss ich sagen, oder recht schnell geschimmt. Man muss also nicht großartig hin und her probieren. Zunächst mal fürs Bevel Gear zum Pinion musste ich unten eine 0,7 mm Shim auftragen, also 0,7 mm im unteren Bereich und dann oben drauf nochmal 0,3 mm. Bedeutet, es ist genau 1 mm, 0,7 unten, 0,3 oben, dann läuft es richtig schön leicht in der Gearbox Shell einmal innen drin, verklemmt sich nicht und hat nur noch einen Hauch einmal Spiel. So, dann einmal das Spur Gear. Daher wir ja hier unten 0,7 mm hatten, bin ich hier am Spur im unteren Bereich auf 0,5 und im oberen Bereich auf 0,3 mm gegangen.
Und das Sector Gear war dann relativ simpel. Hier bin ich auf 0,5 und 0,5 gegangen. Bedeutet 0,5 mm unten und 0,5 mm Shim einmal im oberen Bereich. Und das passt perfekt und auch reiben, wenn ihr die beiden Gearboxen dann mal zusammensetzt. Auch reibt das Sector Gear, reibt nicht hier im oberen Bereich auf dem Spur Gear. Bedeutet, hier sind die Gears von Haus aus schon so gefertigt, dass das Ganze eben nicht aneinander reibt. So, und dann läuft das Ganze hier, wie gesagt, tadellos und hat nur noch einen Hauch Spiel einmal drin. Hätte man noch vielleicht mit 0,05 noch ein bisschen besser machen können, aber wie gesagt, das ist perfekt auf 0,1 einmal eingeschimmt. Und wenn ihr dann die Schrauben alle reinmacht und zuschraubt, dann quetscht sich das Ganze eh noch ein kleines bisschen, dann geht das Spiel ebenfalls nochmal ein kleines bisschen runter. So ist die Gearbox einmal perfekt eingeschimmt. Daher wir natürlich jetzt am Sector Gear mit 0,5 einmal unterschimmt haben und dementsprechend das Sector Gear wieder ein bisschen höher kommt, müssen wir das Ganze auch bei dem mechanischen EFCS-System wieder etwas angleichen oder ausgleichen. Bedeutet hier, wenn das EFCS jetzt mal anschaut, auch hier auf der Rückseite von dem Mikroschalter, quasi, wo spiegelt es ein bisschen, vielleicht so, hier könnt ihr es einmal sehen, hier habe ich wieder 3 Lagen ISO-Band übereinander geklebt. Also letztendlich 3 Lagen ISO einmal übereinander, damit auch das EFCS bzw. die Platine eben hier hinten an dem Mikroschalter ein bisschen höher kommt. Damit wir hier keine Probleme bekommen von der Höhe und einmal von dem Steuernocken unten vom Sector Gear. Dementsprechend, wie gesagt, wieder 3 Lagen bisschen ISO-Band drunter, damit wir hier eben die Höhe ebenfalls zu der Shim etwas angleichen. Ich habe auch das letzte Mal gelesen, manche verwenden da kein ISO-Band oder kein Klebeband, sondern die packen sich da einfach eine Shimscheibe drunter. Gut, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Daher das Ganze aber rein theoretisch einmal isoliert ist auf der Rückseite, sollte auch dies absolut kein Problem sein. Also wenn ihr da euch eine 0,3er Shim unten drunter legt, unter die Platine, sollte eigentlich gehen, denn wie gesagt, die Elektronik hat eh auf der Rückseite wie so eine Art Schutzfolie oder so ein Schutz drauf. Aber wie gesagt, das sollte man problemlos einmal machen können. Gut, dann ist das Ganze sauber eingeschimmt, das EFCS ist dazu eingestellt, die Motoreinstellung passt und dementsprechend sollte das Ding jetzt vom Klangbild etwas schöner sein. So Leute, dann können wir weitermachen mit den Internals. Schauen wir uns zunächst einmal das gesamte Zylinder-Set an, bestehend aus Zylinder, Zylinderhead und der Nozzle. So, Zylinder müsst ihr ein bisschen aufpassen oder müssen wir beachten. Dieser ist je nach Version unterschiedlich. Beziehungsweise es ist natürlich bei beiden Modellen ein kompletter Edelstahlzylinder drin verbaut. Der ist auch von der Qualität hervorragend. Bedeutet innen drin wunderbar und sauber einmal aufpoliert, wunderschön glatt und auch an den Fräsungen von den Ports hier bei der CQB-Version kein Grat innen drin vorhanden. Also hier macht man sich auch nicht irgendwie den O-Ring vom Pistonhead irgendwie kaputt oder so. So, Unterschied, wie gesagt, das ist jetzt hier die CQB-Version und ihr seht, hier ist letztendlich ein Typ C-Zylinder drin. Wir haben jetzt hier zwar 4 solche Ports drin oder 4 Langlöcher, das ist aber relativ wurscht. Der Abstand auf jeden Fall von der Vorderkante bis nach vorne ist ein Standard-Typ C-Zylinder. So, und hier könnt ihr euch schon denken, bei der CQB-Version natürlich für die Lauflänge von gerade mal 285 mm vom Volumen sehr groß bemessen. Bedeutet, bei der CQB-Version liegen wir beim Verhältnis von 2,4:1. Also hier wäre es euch auch möglich, noch schwerer wie 0,32 Gramm zu gehen. 0,36, warum auch immer man das tun sollte, wäre rein vom Volumen einmal möglich. So, und der Unterschied ist letztendlich bei der langen Version, dann habt ihr keinen Typ C-Zylinder drin, sondern da ist ein komplett geschlossener Typ F-Zylinder drin, aber natürlich weiterhin ein 13-Zahn Sector Gear, also weiterhin gestroked. Und hier erreichen wir mit dem Stroke und dem Typ F-Zylinder ein Verhältnis von 1,97:1. Also genau 2:1 kann man sagen. Und das ist für 0,32 Gramm ebenfalls noch ausreichend. Wenn man jetzt aber in der langen Version zum Beispiel noch schwerer gehen möchte, 0,36, 0,4 Gramm BBs, wie gesagt, wirklich nur, wenn ihr so hoch gehen wollt, dann müsste man ein Sector Gear mit 16 Zähnen verbauen. Für alle anderen Grammaturen ist der geschlossene Zylinder mit dem 13-Zahn Sector Gear einmal ausreichend. So, wie gesagt, Edelstahlzylinder und dann haben wir vorne einen CNC gefrästen Aluminium-Zylinderhead vorne drauf. Der ist
Der ist sogar ein bisschen nachgearbeitet, glaube ich. Schaut hier mal ganz kurz drauf, kann man, glaube ich, ein bisschen erkennen im Video. Also hier hat A&K scheinbar die Zylinderheads nochmal überarbeiten müssen oder anpassen müssen, damit sie in die Gearbox reinpassen. Denn hier in der Bohrung selbst ist keine Eloxalschicht vorhanden. Ist, wie gesagt, macht jetzt einen Bock nicht fett, ist jetzt relativ wurscht. Aber auf jeden Fall, hier spreche ich es ganz kurz an, die wurden nochmal anscheinend einmal nachgebohrt. So, die Qualität ist hervorragend, auch die Abdichtung Zylinder zum Zylinderhead ist perfekt. Natürlich, denn wir haben 2 O-Ringe und diese sind, so, jetzt passt mal auf, diese sind seitens A&K mehr als großdimensioniert. Schaut euch mal die 2 Oschis da an. Da sind also richtig 2 fette O-Ringe einmal drauf auf dem Zylinderhead. Und diese dichten natürlich, wie gerade schon gesehen, perfekt einmal zu dem Zylinder ab. Also den müsst ihr wirklich relativ stark hier vorne einmal reinpressen. Und da müsst ihr auch immer aufpassen, falls ihr den mal abzieht, so wie ich gerade, und ihr installiert ihn wieder, passt auf, dass ihr die O-Ringe nicht kaputt macht. Also nicht irgendwie einfach nur drücken, weil sonst könnte es passieren, dass ihr hier so einen O-Ring eventuell ein bisschen abschert oder kaputt macht. Also immer schauen, dass man wirklich schön gerade ausrichtet und dann immer ein kleines bisschen drehen, damit sich die O-Ringe richtig schön einmal reinlegen. Und dann immer schauen, dass er eben nichts irgendwie rausquillt oder sowas, damit ihr den nicht einmal kaputt schert. Aber wie gesagt, es sitzt hervorragend einmal drin. Also Abdichtung hier über diese 2 fetten O-Ringe, hervorragend. So, und auch das Sorbopad kann sich sehen lassen. Hier ein relativ weiches Sorbopad einmal drin, müssten 60 Shore ungefähr sein. Und das ist jetzt auch nicht nur, wie man vielleicht denkt, auf eine Fläche einfach aufgeklebt, sondern auch dieses zieht sich in den Zylinder oder ins Material rein. Bedeutet, wenn ihr da mal ein Bit hernehmt oder mal reinpresst, da könnt ihr den Bit locker, aber ganz locker mal 4 mm einmal reindrücken. Also auch hier ist das Sorbopad deutlich stärker, wie es von außen einmal den Anschein macht. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich tipptopp und das kann sich problemlos einmal sehen lassen und kann sich problemlos oder können wir problemlos einmal verwenden. Jetzt aber noch mal kurz zurückzukommen, wie vorhin schon angesprochen, Belastung der Gearbox Shell, wenn ihr das Ding, gerade die lange Version, mit 2 Joule auf Dauer betreibt, dann ist es auch so in Ordnung. Wollt ihr aber einfach sicher sein, dass ihr die Shell noch ein bisschen einmal schont, dann würde ich euch dennoch irgendwann mal empfehlen, einen Zylinderhead zu verwenden, der hier vorne ebenfalls nochmal so ein Sorbopad oder so ein O-Ring einmal drin hat. Also entweder ein Pad oder O-Ring, das ist wurscht, damit eben nicht hier vorne direkt das Alu in der Gearbox einmal aufliegt. Was ihr da nehmt, ist euch überlassen, ob ihr da so einen blauen Bugatti-Zylinderhead nehmt mit so einem weichen Sorbo oder ein FPS oder ein Topmax. Das ist, wie gesagt, das ist wurscht. Hauptsache, da vorne ist nochmal so ein Puffer quasi drin und hinten eben ein schönes großes Sorbopad einmal. Wie gesagt, dann sehe ich kein Problem, die Gearbox auf Dauer auch mit 2 Joule einmal zu belasten. Also hier, wie gesagt, Umsetzung hervorragend, out of the box, kann sich definitiv sehen lassen. So, und jetzt kommen wir zur Nozzle und die ist heute sehr, sehr speziell, muss ich sagen. Das ist zwar eine Standard Masada Nozzle mit einer Länge von 34 mm, weicht aber vermutlich aufgrund der neuen Hop-Up-Kammer doch zu Standard-Nozzeln etwas ab. Worauf ich hinaus möchte, ist dieser Durchmesser im hinteren Bereich. Wenn ihr euch, ich habe eine mit 34 mm noch da, ich weiß aber nicht genau, was das für eine ist. Ich glaube, das ist eine, ach nee, ist das? Nee, das müsste so für Marui sein, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall hat die auch 34 mm, aber die ist vorne viel zu breit, also die passt nicht. So, und wenn ihr euch diesen Durchmesser hier anschaut und das mal mit anderen Nozzeln vergleicht, zum Beispiel jetzt diese hier mal von der Ska, dann seht ihr, dass sich dieser Versatz, dass der erstmal hier hinten deutlich dicker ist und sich dieser deutlich länger nach vorne einmal durchzieht, bevor die Nozzle im vorderen Bereich dann einmal schmäler wird. Und das ist auch wichtig, denn wenn ihr euch das mal anschaut, da wollte ich da jetzt erstmal rummosern und rumschimpfen, denn wenn man sich das mal anschaut, ihr habt übrigens einen O-Ring hinten drin, also ein O-Ring, Aluminium gefertigt, das Ganze, blau eloxiert. So, und der O-Ring läuft relativ sauber hinten drauf. Aber daher wir hier natürlich so eine lange Nozzle haben, aber nur ein Standard V2 Stutzen haben, also keinen Zylinderhead mit einem langen Stutzen, kann die Nozzle hier einmal in Schussposition sehr stark einmal rumwackeln. Schaut euch das mal an.
Das ist übel. Und das wollte ich eigentlich jetzt rummosern. Wenn wir uns aber jetzt dann später die neue Hop-Up-Kammer anschauen, da werden wir feststellen, dass die gesamte Nozzle über diesen dicken Durchmesser, über diesen langen, komplett letztendlich in der gesamten Hop-Up-Kammer geführt wird. Und dementsprechend das Ding wieder komplett einmal gerade gehalten und geführt wird. Und wenn man dann auch mal den Drucktest macht, dann dichtet die Nozzle auch sehr gut ab. Also hier können wir nicht maulen, auch wenn es wirklich sehr, sehr grausam einmal aussieht. Wie gesagt, ich werde es bei der Hop-Up-Kammer noch mal ganz kurz einmal ansprechen. Aber wie gesagt, aufgrund dieses Durchmessers gehe ich auch stark davon aus, dass mit der neuen Hop-Up-Kammer wirklich nur diese Nozzle einmal passt. Also wenn ihr da so Standard-Nozzeln hernehmt, nur als Beispiel mal, die passt natürlich nicht, dann wird das Ganze nicht funktionieren, denn diese Nozzle wird in der Hop-Up-Kammer nicht gerade gehalten und nicht geführt, da sie eben hier vom Durchmesser deutlich geringer ist oder deutlich schmäler ist wie die Original-Nozzle, welche hier einmal drin verbaut ist. Also Aluminium, CNC gefertigt oder halt gedreht aus Alu mit einem O-Ring ist schon mal in Ordnung, würde ich sagen. So, und dann haben wir natürlich einmal im Zylinder drin unseren Piston zusammen mit dem Piston-Head. Und hier hat sich, wie gesagt, nichts geändert im Vergleich zu 2021 oder Dezember 2021. Auch hier weiterhin ein sehr harter Polycarbonatpiston drin verbaut mit 15 Stahlzähnen einmal unten drauf. Bedeutet, ihr seht, der vorletzte Zahn fehlt hier und auch ist der AOE out of the box bereits relativ gut passend. Bedeutet, möchte man den AOE wirklich perfekt haben, dann müsste man das ganze Kit, wenn es hochkommt, noch gerade einmal um 1 mm etwas nach hinten spacen oder nach hinten schimmen letztendlich. Aber out of the box der AOE schon mal passend und ein sehr guter Piston mit 15 Stahlzähnen unten drauf. Also hier hervorragend und auch der Pistonhead macht einen recht guten Eindruck. Das müsste so ein Standard SHS oder Battle X oder sowas sein. Zwar nur ein O-Ring drauf, aber die vordere Lauffläche sehr dünn, also nicht so lang wie bei den alten Syma Pistonheads aus Alu, die gern mal gerieben haben. Hier deutlich dünner die Alufläche, dann kommt direkt einmal der O-Ring, natürlich mit Ventilation und im inneren Bereich bereits ein Axiallager drin verbaut. Und auch diese Kombination dichtet hervorragend ab, wenn wir jetzt hier mal den Test machen. Sobald einmal die Ventilation oder beziehungsweise die Ports schließen, kommt hier bereits einmal umgehend die Kompression drauf. Wir brauchen nicht mal irgendwie viel Schmackes von hinten, da langt ein kleines bisschen Druck. Der O-Ring dichtet sofort einmal ab und hier absolut null Druckverlust zwischen Pistonhead, Zylinder und Zylinderhead. Also auch hier von der Abdichtung, wie gesagt, und von den Komponenten wirklich hervorragend. Können wir ebenfalls nicht schimpfen. Dann fehlt von der Gearbox letztendlich nur noch die Tabbet Plate und dann noch der Motor. So, die Tabbet Plate, das müsste rein theoretisch auch irgendwie so eine Standard SHS sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, zumindest kommt mir der Blauton ein kleines bisschen bekannt vor. Auf jeden Fall hier auch eine faserverstärkte Tabbet Plate, bedeutet auch hier einmal Polyamid-Kunststoff. Kann man sogar ein bisschen erkennen, wenn man so ein bisschen so ins Licht reindreht. Das sieht man so ganz leicht das Wolkige von den Fasern. Auch hier vom Material sehr hart. Natürlich immer noch ausreichend Flexibilität, damit sie eben nicht abreißt und nicht direkt gleich mal bricht. Aber auch unheimlich hart, gerade hier im vorderen Bereich, wo die Nozzle einmal drauf sitzt, kann das Ganze absolut nicht nachgeben. Und was ihr vielleicht auch erkennen könnt, gerade hier beim Übergang im 90-Grad-Winkel, das Ganze links und rechts nochmal mit so kleinen Phasen einmal verstrebt oder verstärkt, damit es eben wirklich sauber einmal gehalten wird hier vorne. So, und was ich auch sehr gut finde, gerade bei dieser doch recht langen Nozzle, die Nozzle wird jetzt hier nicht einfach nur draufgeschoben, sondern die Nozzle wird hier vorne relativ stark einmal verpresst. Bedeutet, seht ihr, die bekommt ihr gerade mal so weit drauf. Und dann müsst ihr schon wirklich mit 2 Fingern richtig kräftig draufdrücken. Und dann sitzt die da vorne in der Führung bombenfest einmal drin. Wird also hier nochmal schön geführt und sauber gehalten. Also auch hier gut umgesetzt von der Passgenauigkeit. So, und abschließend, wie gesagt, einmal der Motor, auch hier verbaut Begadi wieder ihren 30K Mamba Balanced Motor. Haben wir jetzt die letzte Zeit auch schon öfters mal angesprochen. Ist ein guter Motor, hat viel Power, hat auch ausreichend Drehzahl, was jetzt aber für den Semi-Bereich nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Also da hätte jetzt vielleicht ein 25K hätte da von mir aus gelangt. Also hier so ein ausgebalanceter Motor letztendlich seitens Begadi wieder drin verbaut, wie aber auch schon so oft angesprochen.
Gerade im Vergleich zum 19K liegen die Ströme beim 30K doch relativ hoch. Bedeutet, wenn er da wirklich mal zügig triggert, das Ding zieht im Peak gerne mal seine 85 Ampere. Kurzzeitig natürlich. Und wenn ihr dann sehr kleine Akkus verwendet oder wenig Milliampere-Stunden mit geringem C-Wert, dann belastet ihr diese Akkuzellen sehr, sehr stark. Und dann kann es schnell passieren, dass sie erstens mal sehr schnell entladen sind, ihr also wenig Schuss rausbekommt. Und wenn es ganz dumm läuft, werden die Dinger heiß vom Innenwiderstand und dann fangen sie sogar, oder kann es passieren, dass sie sich aufblähen. Dementsprechend, wenn ihr so einen 30K Motor drin habt, verwendet immer die maximale Kapazität an Akkus, was ihr reinbekommt in das System. Da wir bei diesem M-Lok-Vorderschaft innen drin so viel Platz haben, wie vorhin schon angesprochen, würde ich definitiv 2150 mAh 11,1 Volt oder diesen 1500er AMAX Superio Akku verwenden, der einfach einen hohen C-Wert einmal hat. Also diese Akkuzellen halten einfach diese hohen Ströme problemlos einmal aus und ihr überlastet den Akku sozusagen nicht. Wie gesagt, die Zyklenzeit ist in Ordnung. Klar, Standard 18:1 Gearset, aber gestroked auf 13 Zähne. Wir liegen hier bei einem Zyklus von 65 bis 70 Millisekunden bei einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku. Und das ist, wie gesagt, das ist mit 18:1 ist es tipptopp. Da brauchen wir gar nicht schimpfen. Im Gegenteil, da sind andere Systeme mit 18:1 sind da sogar etwas langsamer, muss man sagen. Aber wie gesagt, aufgrund der hohen Ströme. So Leute, damit sind wir mit den Internals durch und wir können uns die restliche Zeit nehmen, um diese neue Hop-Up-Kammer einmal im Detail durchzusprechen. So Leute, und abschließend selbstverständlich sehr umfangreiches Thema und auch ein Thema, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe bei diesem Review, und zwar Thema Lauf- und Hop-Up-System. Ich habe es euch ganz am Anfang schon gesagt, die Hop-Up-Kammern, die es die letzten Jahre für dieses A&K Masada-Modell oder MSK-Modell gab, waren durch die Bank eigentlich grausam. Bedeutet, es konnte immer wieder zu Feeding-Problemen kommen. Dann hat die ganze Hop-Up-Kammer nicht sauber in den Outer reingepasst, hat zu stark gewackelt. Es sind keine guten Buckings reingegangen. Also immer wieder Probleme, auch mit den Dichtlippen, mit den Nozzle-Längen. Das war einfach bis jetzt immer noch Murks. Und dementsprechend habe ich auch bei meiner Masada, ich habe damals die Wii drin gehabt, die Originale selbstverständlich, und bin jetzt letztendlich bei der zweiten Airsoft Pro einmal hängen geblieben. Die funktioniert mit Ach und Krach, aber es kommt immer dennoch wieder mal vor, dass eine Kugel nicht gefeedet wird, dass man halt zweimal triggern muss. Und dementsprechend habe ich auch meine Masada zweimal bloß gespielt, doch zweimal hatte ich sie dabei. Also gerade mal zweimal gespielt und dann war das Modell letztendlich für mich irgendwo ein bisschen gestorben. Denn ihr wisst, wenn es Hop-Up von der Knifte nicht funktioniert, dann taugt die ganze Knifte nichts. Also Hop-Up ist einfach das A und O und dementsprechend freue ich mich jetzt, dass Begadi auch hier wieder sehr engagiert war und eine neue Hop-Up-Kammer für dieses Modell, wie soll ich sagen, designt hat oder entworfen hat und letztendlich jetzt von A&K einmal hat fertigen oder konstruieren lassen. Bedeutet, ihr seht jetzt hier nicht mehr wie bei den alten A&K Masada Modellen dieses Schiebersystem, wie man es noch von AK-Modellen zum Beispiel kannte, mit diesem Acrylschieber da oben drauf, der sich gern immer mal wieder verstellt hat, sondern jetzt hat man hier wirklich eine komplette CNC-gefertigte Aluminium-Hop-Up-Kammer im Rotary drin. Bedeutet, ihr seht hier oben oder hier hinten dieses fette Einstellrad und hier rüber könnt ihr einmal sauber euren Hop von außen einstellen. Und auch läuft das gesamte Einstellrädchen letztendlich wie bei anderen Hop-Up-Kammern über zwei Ohrringe. Bedeutet, das hat mich zuerst ein kleines bisschen gewundert, denn jetzt passt mal auf. Seht ihr das? Das Rädchen wird hier nicht mal irgendwie gehalten, aber ihr habt hier hinten wie so ein Versatz dran. Und dieser Versatz ist ein Hauch, wirklich einen ganz, ganz kleinen Hauch länger wie das gesamte Einstellrädchen letztendlich. Bedeutet, wenn dann später das Ganze nach hinten gepresst wird, an die Gearbox hin, warte, ich zeige es euch so rum, da sind die Kabel nicht im Weg. Wenn es nach hinten gepresst wird, dann habt ihr letztendlich zwischen Einstellrad und Gearbox-Shell hier gerade mal ein Spiel von vielleicht 0,1, wenn überhaupt. Also ihr seht, das Rädchen kann hier nicht irgendwie runterrutschen und dann könnt ihr hier einmal euren Hop einstellen. So, was mir aber auch schon aufgefallen ist, zum Beispiel jetzt hier ist die lange Version, da läuft das Rädchen gerade am Anfang, wenn noch kein Hop aufgebaut wird, läuft es sehr, sehr leichtgängig. Guckt mal, das läuft zwar über zwei Ohrringe, quasi
wartet, hier seht ihr, das sind 2 O-Ringe. Das Ganze ist von A&K auch einmal so geölt worden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es nicht sogar schlauer gewesen wäre, wenn sie das vielleicht trocken gelassen hätten. Denn wie gesagt, erst wenn dann wirklich der Druck aufgebaut wird vom Lever, also sobald der Lever quasi zum Drücken anfängt, erst dann kommt einmal Widerstand aufs Rädchen einmal drauf. So, ansonsten, wie gesagt, im vorderen Bereich, also nicht wundern, hier, wie gesagt, total schwammig, überhaupt kein Widerstand eigentlich. Aber wenn ihr dann den Druck aufbaut, dann wird es deutlich, deutlich straffer. Und bereits hier ungefähr langt euch das Ganze für 0,3 wie auch für 0,32 Gramm problemlos einmal aus. Bedeutet, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn da habe ich schon bereits ein Update heute per E-Mail von Begadi erhalten. Spreche ich dann ebenfalls ganz kurz an. Bedeutet aber auch in der Halle, selbst mit 0,32 Gramm BBs, wenn ich da Maximum Hop einstelle, selbst diese wurden bei mir komplett überhoppt. Also ich habe letztendlich gegen Hallendecke geschossen damit. Also wie gesagt, für 0,32 und 0,3 problemlos ausreichend Druck einmal vorhanden und lässt sich sauber einstellen. So, und was mich auch freut, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, diese Hop-Up-Kammer wird es ebenfalls einmal separat geben, zusammen mit diesem neuen, mit diesem Block da unten, also letztendlich das Teil, was hier auf dem Lower Receiver draufgeschraubt ist und letztendlich den Übergang darstellt zwischen Hop-Up-Kammer und unten dann letztendlich vom Magazin. Also das Teil wird dabei sein und eben die gesamte Hop-Up-Kammer. Und das Teil wird gerade mal, oder diese gesamte Hop-Up-Kammer wird gerade einmal 35 € kosten. Dementsprechend habe ich da natürlich gleich mal vorreserviert, dass ich hier definitiv eine für meine alte Masada einmal benötigen werde. So, schauen wir uns die Kammer an. Und wie gesagt, ich möchte noch einiges einmal dazu ansprechen, gerade wenn man jetzt angeht, zum Beispiel eine alte Masada aufbaut und dann die Hop-Up-Kammer einmal reinbauen möchte. So, zunächst mal seht ihr, dass der Aufbau oder die Aufnahme letztendlich exakt identisch ist, auch zu den alten Modellen. Bedeutet, auch diese Hop-Up-Kammer wird letztendlich mit dem Outer verschraubt. Das seht ihr hier vorne, sind so Langlöcher einmal reingefräst, links und rechts. Und dann stopft ihr die gesamte Hop-Up-Kammer letztendlich zusammen mit dem Innenlauf einmal in den Outer rein, presst das Ganze mit relativ viel Kraft nach vorne, schraubt dann hier vorne diese 2 kleinen Senkkopfschrauben rein, eine links, eine rechts. Die greifen dann innen drin einmal in die Langlöcher und dann wird die Hop-Up-Kammer sozusagen mit dem Outer verbunden. Die kann hier weiterhin federn über das Langloch quasi, ist auch sehr, sehr viel Federspannung einmal vorhanden, aber sie sitzt hervorragend im Outer drin, bedeutet diese Position hier, die in den Outer oder in diese Fräsung reingreift, links und rechts, die ist von der Passgenauigkeit perfekt. Also die Hop-Up-Kammer kann sich hier im Outer 0 verdrehen. Die sitzt perfekt, also nicht mal 0,05 Spiel oder sowas drin. Wird also richtig schön gerade gefluchtet sozusagen. Also das passt perfekt schon mal. So, dann ist auch hier vorne eben so eine sehr straffe Feder einmal drauf, dann so eine Zentrierhülse letztendlich oder so ein Ring, wie man es auch von anderen Hop-Up-Kammern einmal kennt. So, und dann bin ich zunächst mal ein bisschen erschrocken, denn A&K oder Begadi verwendet hier weiterhin den Original C-Clip von A&K, diesen Acryl-C-Clip. Da bin ich normalerweise noch nie ein Fan davon gewesen, aber der sitzt von der Passgenauigkeit hervorragend in dieser CNC-Hop-Up-Kammer drin. Ihr seht auch, der wird hier unten nochmal zentriert über so ein Nut- und Federsystem und sitzt dann letztendlich im Lauf perfekt einmal drin. Also wenn das Ding wirklich Klick-Klick macht, dann sitzt das Ganze hervorragend. Das bedeutet, der gesamte Lauf wird richtig schön in der Hop-Up-Kammer quasi gehalten und zentriert. Kleiner Nachteil von diesem C-Clip, ihr bekommt ihn relativ bescheiden einmal runter. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, denn mir sind von der Original-Hop-Up-Kammer damals bereits 2 von diesen C-Clips gebrochen. Und was man hier vielleicht auch noch ansprechen kann, was vielleicht auch noch ein bisschen besser gewesen wäre, ihr seht, der C-Clip hält den Lauf letztendlich links und rechts wie üblich, aber nicht im unteren Bereich. Bedeutet, hier unten ist nicht mehr so ein Nut und Feder oder so eine kleine Feder vorhanden, die hier unten in den Inner einmal reingreift, in die Nut.
Das wäre vielleicht noch die letzte Perfektion gewesen. Hier irgendwie so ein C-Clip noch vielleicht aus POM, wie sie bei ihren Neptun und bei ihren Nebo Hop-Up-Kammern verwenden. So eine wäre hier vielleicht noch perfekt gewesen. Aber gut, wie gesagt, hält alles, wird sauber zentriert, wackelt nicht. Dementsprechend können wir es letztendlich auch nicht kritisieren. Nur halt aufpassen. Wie gesagt, Acrylkunststoff bin ich kein Fan davon. Bisschen vorsichtig sein beim Runterdrücken. So, dann, gut, dann ziehen wir hinten mal das Einstellrädchen weg. Das habe ich euch gerade schon gesagt. Da sind letztendlich hier hinten 2 Ohrringe drauf. Hier wäre es, oder hier könnten wir mal probieren, entweder das Öl, was hier aufgebracht wurde, oder dieses Silikonschmierzeug von A&K, könnte man gegebenenfalls runterputzen. Dann mal probieren, ob es vielleicht trocken noch ein bisschen schöner wird vom Einstellen, dass es nicht ganz so leicht läuft. Oder dann wieder hergehen, wie ich euch damals bei diesem Vario Pistenhead einmal erklärt habe. Da könnten wir auch so ein Differentialöl einmal drauf schmieren aus dem RC-Bereich. So ein richtig klebriges, so ein 100.000 CPS Difföl. Das heißt, so ein richtiges klebriges Silikonfett. Das eignet sich zum Beispiel für sowas perfekt. Und dann kommt da richtig schön Widerstand einmal drauf. Das kann ich euch dann vielleicht gleich nochmal zeigen. So, dann ziehen wir einmal ebenfalls einen Lauf raus. Auch hier könnten wir vielleicht noch ansprechen. Ihr seht, das passt schon sehr gut. Aber es könnte ein kleines... Ach, jetzt ist der Dinger rausgerutscht, der Tensioner. So, hier nehmen wir mal gleich raus. Es könnte ein kleines bisschen mehr, ja, mehr Haltekraft oder mehr Kompression vielleicht auf dem Bucking einmal drauf sein. Bedeutet, ihr seht, das Ganze wurde auch von A&K letztendlich auch nur mit so ein bisschen Silikonspray oder Öl ein bisschen geschmiert. Auch hier gehe ich davon aus, dass man, wenn man Fett verwendet, dass das Ganze einfach noch ein bisschen straffer in der Hop-Up-Kammer hinten drin sitzt. Weil ansonsten, seht ihr, das kann hier ein kleines bisschen hin und her flutschen. Ich habe es aber auch vorhin schon bereits probiert, dass ich hier vorne in den Lage PTFE-Band einmal draufziehe, also Teflonband. Dann bekomme ich das Ganze aber nicht mehr in die Hop-Up-Kammer rein. Wie gesagt, ich werde auch hierher gehen und werde mir hier ein kleines bisschen so ein, ja, wie gerade schon angesprochen, so ein sehr zähes 100.000 CPS Silikonöl einmal außen drauf pinseln, damit es wirklich schön fest und dicht einmal in der Kammer drin sitzt, das Ganze. So, dann lasst uns zunächst mal kurz die Kombination durchsprechen. Auch hier verbaut Begati wieder ihr mittlerweile Standard-Hop-Up-System, kann man es eigentlich fast nennen. Bedeutet bestehend aus einem Fly 5 in 60 Shore. Und das Ganze wird kombiniert mit einem passenden 5 mm Gummitensioner, also 5 mm Länge mit so einem schönen Radius unten dran, mit einem Durchmesser von 3 mm. Also hier die hohe Version letztendlich, nicht diese 2,5, die flache, sondern die hohe 3 mm Durchmesserversion, also letztendlich dieser Radius hier oben oder ja, diese Rundung letztendlich mit 3 mm. Und wie vorhin vielleicht schon angesprochen, in der Halle absolut keine Probleme gehabt, gerade mit dieser langen Version. Klar, das Ding drückt fast 1,9 Joule raus, 0,3, 0,32 Gramm. Die Dinger fliegen verdammt gut. Also Hop-Up-Leistung ist out of the box definitiv ausreichend vorhanden. Und wie gerade auch schon angesprochen, wenn ihr sogar ein bisschen mehr Hop da noch einstellt, ist es sogar möglich, 0,32 Gramm out of the box zum Überhoppen zu bewegen. Also wie gesagt, Reibung oder Bremswirkung und Grammatur out of the box wirklich klasse. Und auch die Flugbahn, ja gut, ich habe halt nur 50 Meter geschossen, aber selbst wenn ihr mal, oder wo ich mal hinten aufs Feld rausgeschossen habe, das lässt sich zwar immer relativ schwer schätzen, aber ich sage mal, wir sind da locker bei vielleicht 65 Meter, vielleicht 70 Meter, vielleicht sogar mit ein bisschen Überhop am Schluss drin, ist out of the box einmal drin. Wie gesagt, das kann sich definitiv sehen lassen und dementsprechend werde ich hier auf das ganze Hop-Up-System heute auch einen Pluspunkt geben. Denn wie gesagt, endlich ist eigentlich so eine Masada wirklich mal effektiv nutzbar, was mit den bisherigen Hop-Up-Kombinationen und Systemen nicht immer der Fall einmal war. So, und jetzt kommen wir mal noch ganz kurz zum letzten Punkt zu dieser Hop-Up-Kammer und das kam eben heute noch per E-Mail rein, da wäre ich jetzt persönlich gar nicht drauf gekommen und zwar geht es einmal um diesen Hop-Up-Lever. So, den schauen wir uns jetzt mal noch mal ganz kurz im Detail an. Da müssen wir zunächst mal diesen dicken Pin hier einmal rauspressen, so diesen Stahlpin hier raus und dann können wir hier eben diesen sehr gut sitzenden, also wie gesagt, der passt perfekt da oben einmal rein, vom Durchmesser, kein Spiel oder sowas, sitzt sauber auf dieser Welle drauf, also hier auch sehr gut umgesetzt von der Passgenauigkeit oder von den Toleranzen.
So, und wenn ihr euch diesen Lever mal anschaut, so, der ist hier im Original oder im Lieferzustand letztendlich einmal aus Kunststoff gefertigt. Und wie gesagt, ich hatte jetzt absolut keine Probleme mit 0,3 oder 0,32 Gramm. Im Gegenteil, ich war eigentlich wirklich sehr positiv einmal überrascht. Jetzt hat aber Begadi heute nochmal eine E-Mail geschrieben und anscheinend langt der Druck von dem Lever nicht für mehr Kugelgewicht aus. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, denn wie gesagt, selbst 0,32 Gramm habe ich zum Überhoppen gebracht. Aber Begadi schreibt, der Lever ist aus Kunststoff und kann bei zu viel Kugelgewicht zu weich sein. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, der kann hier vom Kunststoff ganz leicht ein bisschen, ja, so ein ganz kleines bisschen federn. Gerade hier hinten bei der Aufnahme. Ihr seht, das ist sehr, sehr dünn. Und wenn ihr da ein bisschen drückt, oder was heißt ein bisschen, dann müsst ihr schon wirklich relativ stark einmal drücken. Aber der gesamte Lever kann hier eben minimal ein bisschen flexen. Und dann kann es dadurch eventuell vorkommen, dass ihr nicht genügend Druck auf den Tensioner aufbauen könnt, da der Lever letztendlich ein kleines bisschen eben flexen kann. Wahrscheinlich nur relevant, wenn man halt vielleicht 0,36 oder vielleicht 0,4 oder 0,45 Gramm BBs einmal verwendet. Aber wie gesagt, out of the box 0,3, 0,32, mehr würde ich jetzt eh nicht unbedingt verwenden, passt der Originale. Hier aber auf jeden Fall noch ein Punkt, wie gesagt, Begadi hat heute eine E-Mail bekommen, der ist relativ leicht und hier soll es eben nochmal einen Aluminium-Lever als optionales Ersatzteil letztendlich irgendwann mal geben. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie Probleme habt bei 0,4 Gramm oder so, dann kann man irgendwann den Lever mal tauschen durch einen aus Aluminium. Also da soll letztendlich einmal einer kommen. Mehr weiß ich hierzu nicht, aber ich denke, die meisten von euch werden eh 0,32 oder 0,3er spielen und dafür ist der Kunststofflever meiner Meinung nach problemlos oder locker einmal ausreichend. So Leute, und jetzt aber ein wichtiger Punkt und für mich auch leider ein kleiner Dämpfer, denn wie gesagt, ich möchte diese Hop-Up-Kammer definitiv einmal für meine Massage, für meine alte haben zum Nachrüsten. Jetzt habe ich euch aber vorhin bereits gesagt, diese Nozzle, die hier drin verbaut ist. So, jetzt lasst mich mal kurz diese Kabel da mal ein bisschen zur Seite biegen, die nerven gerade ein bisschen. Diese Nozzle ist sehr, sehr speziell und nicht zu anderen Nozzlen letztendlich kompatibel. Denn wie vorhin schon mal angesprochen, natürlich, ihr braucht die Länge aufgrund wegen Masada halt. Wo waren wir da? Bei 34 mm waren wir da jetzt, glaube ich, Gesamtlänge. So, und jetzt habe ich euch aber vorhin gesagt, die Nozzle hat hier, oder der Zylinderhead hat letztendlich nur einen relativ kurzen Stutzen. Genauso wie bei einer V2 oder bei einer AR15. Dadurch kann die Nozzle natürlich hier mega einmal drauf rumwackeln. Und das sollte natürlich nicht sein. Denn wenn dann von unten letztendlich der Kugelstrang einmal, kann ich euch das vielleicht sogar zeigen, passt mal auf. Wenn von unten dann die Kugeln vom Magazin dagegen drücken, dann wird die gesamte Nozzle nach oben gedrückt und dann würde natürlich das gesamte Alignment bzw. die Ausrichtung zum Bucking nicht mehr passen. Bedeutet, das Ding würde überhaupt nicht abdichten. So, und dafür hat jetzt aber diese Nozzle hier eben diesen langen und dicken Versatz einmal drin, quasi, ja, diesen dicken Durchmesser. Denn dieser wiederum passt einmal perfekt zu diesem hinteren Durchmesser von dieser Hop-Up-Kammer. Bedeutet, letztendlich wird die gesamte Nozzle in der Hop-Up-Kammer nochmal geführt oder nochmal ausgerichtet. Hier würde ich letztendlich aber einmal hergehen und würde hier ebenfalls im hinteren Bereich auf diesem dicken Versatz ein bisschen Fett einmal auftragen. Ganz normales Silikonfett, damit hier nicht eben die ganze Eloxalschicht hier innen die ganze Zeit eben dran reibt oder sowas. Da wäre es vielleicht noch angebracht gewesen von A und K, dass sie vielleicht hier im vorderen Bereich, wenn sie eh schon so einen fetten Durchmesser haben, dass sie hier außen nochmal einen kleinen O-Ring hätten rumgezogen. Das wäre definitiv besser gewesen, damit hier nicht das gesamte Aluminium hier innen drin einmal reibt. So, aber jetzt, wie gesagt, jetzt der kleine Wermutstropfen, was mich jetzt, wo ich jetzt ein kleines bisschen, ehrlich gesagt, enttäuscht bin. Denn ja, ich würde jetzt diese Hop-Up-Kammer einmal herbekommen vom Begadi. Ja, aber ich bekomme so eine Nozzle nicht her. Ich brauche aber diese Nozzle, denn nur diese ist einmal zu dieser Hop-Up-Kammer kompatibel. Also da werde ich heute Abend nochmal eine E-Mail aufsetzen am Begadi, wann denn diese Nozzle hier verfügbar sein wird. Denn vorher ergibt das Ganze für mich keinen Sinn,
diese Hop-Up-Kammer zu kaufen. Denn wie gesagt, ich kann letztendlich die Kammer nicht ohne diese Nozzle verbauen. Das würde nicht funktionieren. Das finde ich, wie gesagt, das finde ich ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, ich werde heute Abend noch eine E-Mail hinschreiben, mich mal schlau machen, wann diese Nozzle einmal verfügbar sein wird. So, wenn ich da noch bei Zeiten einmal eine Antwort bekomme, dann blende ich das da irgendwo hier unten nochmal ein. Also so einen kleinen Texteinflug. Okay, Leute, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, die Hop-Up-Kammer finde ich geil. Das mit der Nozzle, dass man jetzt hier eine spezielle Nozzle auch nochmal dazu braucht, gut, finde ich ein bisschen schade, aber lässt sich halt jetzt irgendwie nicht ändern. Ist halt jetzt so. Ich hoffe, dass das Ding jetzt zeitnah verfügbar ist, denn ich will die Hop-Up-Kammer für meine haben. Ach ja, oh, Leute, ich habe einen Punkt vergessen. Ich habe einen Punkt vergessen anzusprechen. Ein weiterer Punkt, was mir aufgefallen ist, der Tensioner, den Begadi hier verwendet, diesen 5 mm Tensioner, der passt ebenfalls perfekt zu dieser Hop-Up-Kammer. Bedeutet, wenn ihr euch das Fenster anschaut, passt dieser 5 mm Tensioner wie Arsch auf Eimer. Also das passt hervorragend. Was euch jetzt aber vielleicht auch schon auffällt, es passt nur dieses 5 mm System. Bedeutet, wer jetzt auf die Idee kommt, hier irgendwie 0,4 oder 0,45 Gramm BBs mit einem 7 mm System betreiben zu wollen, das wird nicht funktionieren. Denn wie gesagt, das Fenster oben ist nur für 5 mm Systeme einmal ausgelegt. Also hier oben quasi die Gesamtlänge letztendlich. Gut, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wer jetzt unbedingt noch schwerer gehen möchte, da würde ich jetzt zum Beispiel persönlich einfach hergehen, würde das Fly-Bucking von Begadi durch ein MAG-Bucking von Begadi einfach ersetzen. Also einfach dieses Flat-Hop letztendlich, wenn ihr es so nennen wollt, durch ein R-Hop-Bucking ersetzen. Dann habt ihr eine noch größere Patchfläche drin und dann sind auch problemlos eigentlich mit einem 5 mm System problemlos 0,4 Gramm BBs einmal möglich. Aber wie gesagt, das funktioniert auch mit einem 5 mm System. Da braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt ein 7 mm System einmal verwenden. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Gut, baue ich den Schinken wieder zusammen und wir sehen uns abschließend einmal zum Fazit. So Leute, dann sind wir mit diesem Review am Ende. Ja, so Gott sei es gedankt wahrscheinlich, ist wieder mega lang geworden, ich weiß. Aber Leute, ich packe lieber so viele Infos, wie es gibt oder die mir möglich sind zu ermitteln, einmal in diese Videos rein. Die werden dann zwar sakrisch lang, aber so könnt ihr immer einfach nur die Info rauspicken, die ihr braucht. Und selbst wenn sich jetzt mal jemand so eine Knifte gebraucht kauft oder vielleicht nach 3 Jahren mal kauft und ihr braucht irgendwie Infos zur Demontage, zu den Internals, er wird in meinen Reviews einfach fündig. Und ich denke, so ist jedem am besten geholfen. Und wer die Zeit nicht hat und sich das Ganze nicht anschauen will, der schaut sich halt nur das Fazit an. Denn dementsprechend werde ich auch dieses Fazit wieder als kleine Zusammenfassung einmal aufbauen. Also fangen wir an, A und K MSK und diesmal jetzt in der brandneuen M-Log-Version mit Rotary Hop-Up-Kammer. Und da sind wir jetzt direkt gleich beim ersten Pluspunkt. Das gesamte Hop-Up-System funktioniert out of the box wirklich hervorragend. Mega, mega gut, bedeutet die A und K oder die Masada, was hier auf dem Tisch steht, die schießt genauso wie die ganzen Kniften, die da hinten hängen. Und ich bin jetzt auch nicht hergegangen und muss jetzt großartig irgendwie einschießen mit zig Magazinen. Nix, ein Magazin, 0,3 Gramm BBs rein, dann vielleicht 50 Schuss ein bisschen rum, hat noch ein bisschen geschwankt. Und dann hat das Ding perfekt performt. Also gesamtes Hop-Up-System, Hop-Up-Kammer, Bucking, Tensioner Kombination funktioniert out of the box einfach hervorragend und man muss hier nichts mehr dran machen. Super, genau so wünscht man sich das. Zweiter Pluspunkt, natürlich, wir haben eine Masada und dementsprechend ist das Modell auch für Linkschützen perfekt geeignet. Feuerwahlhebel beide Seiten, der Verschlussfang beide Seiten, Magazinhalter auf beiden Seiten und ihr könnt auch den Spannhebel, wenn ihr innen drin das Befestigungsblech löst vom Upper Receiver, könnt ihr auch den Spannhebel einmal ummontieren auf die gegenüberliegende Seite. Habt ihr vielleicht vorhin bei meiner alten Version mal gesehen, denn ich habe ihn auf der anderen Seite einmal dran. Also komplett beidseitig gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Pluspunkt, das sind die gesamten Internals. Das ist ein gut laufendes und gut konfiguriertes System, muss man sagen. Das ist in Ordnung. Und natürlich, wir haben zwar nur ein 18:1 Gearset drin und kein 13:1er, aber gute Gears, CNC gefräst das Ganze und eben mit einem 13 Zahn Shortstroke. Und der Zyklus liegt hier bei 65 Millisekunden bei einem vollgeknallten 11,1 Volt Akku und fällt dann, wenn der Akku schwächer wird, fällt das Ganze ab auf 70 Millisekunden. Und das ist doch out of the box vollkommen in Ordnung. Natürlich, man hätte jetzt einen 13.1er noch reinmachen können, dann aber natürlich nicht mit dem 30K Motor, sondern mit dem 19K. Wäre auch eine sehr schöne Kombination gewesen.
Aber wie gesagt, die Internals haltbar, brauchbar, ja, Qualität in Ordnung, da können wir nicht maulen. Das funktioniert einfach und es läuft gut. So, nächster Pluspunkt Feder. Feder relativ Schnellwechselsystem. Natürlich Feder Schnellwechselsystem, aber bezogen auf das Modell. Habe ich euch gezeigt, ist natürlich nicht ganz so benutzerfreundlich wie bei einer AR15, wo ihr direkt über die Buffertube irgendwie rankommt. Nein, ihr müsst halt die Pins lösen, die Schraube hinten, den vorderen Pin dann auseinanderziehen. Es dauert vielleicht eine Minute länger. Aber dennoch, es ist nicht viel dabei. Man muss jetzt nicht die Gearbox komplett rausziehen oder sowas. Das ist schon in Ordnung. Also ein paar Pins lösen, wie gesagt, Schraube raus und ja, und fertig. Dementsprechend auch ein Pluspunkt auf das Feder Schnellwechselsystem, bezogen auf das Modell selbst oder beziehungsweise auf die Baureihe selbst. So, dann natürlich auch heute wieder EFCS MOSFET von Begadi einmal drin. Das Core hat sich super bewährt, 4 Jahre Gewährleistung auf die ganze Knifte. Es funktioniert einfach. Wie gesagt, auch mit stärkeren Akkus, selbst wenn ihr euch da vorne einen 2150 mAh Akku einmal reinzömbelt, der passt mit Ach und Krach rein. Selbst dann hat das EFCS-System keine Probleme damit. Und auch der Mamba, der 30K, ja, der braucht seine Ströme. Der zieht halt kurz mal 85 Ampere. Das juckt aber das EFCS überhaupt nicht. Bedeutet, wenn ihr das einfach mal vergleicht mit diesen ganzen China-EFCS-Systemen, die da jetzt so nach und nach kommen, da ist Standard Syma-System, ist Double Eagle-System, ist T238 oder sowas, die sind qualitativ noch nicht da, wo andere EFCS-Systeme sind. Also für mich ist das Core immer noch out of the box einfach ein sehr benutzerfreundliches EFCS. Es funktioniert tadellos. Man muss nichts konfigurieren mit A, B und Precocking oder sowas. Nix. Es ist einfach drin und es funktioniert. Dementsprechend auch hier wieder ein Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt auf meiner Liste ist kein M4. Ha, wer hätte es gedacht. Nee, wirklich mal wieder ein Masada-Modell. Ist zwar schon in die Jahre gekommen, natürlich ACR Masada. Aber ich finde, es ist immer noch ein wunderschönes Modell. Und gerade jetzt eben aufgewertet oder ein bisschen modernisiert mit diesem M-Lock-System hier vorne dran, aus Aluminium, ein bisschen leichter geworden vom Vorderschaft her, gerade bei der CQB-Version. Es ist immer noch stimmig. Es passt immer noch in die Zeit rein und es ist einfach keine AR15. Also definitiv eine wunderschöne Alternative, muss man sagen. So, das soll es gewesen sein mit Pluspunkten. Jetzt kommen wir zu den Neutralpunkten und da habe ich heute ein bisschen mehr anzusprechen. So, wie gesagt, Neutralpunkte, also nichts Kritisches, sondern es sind wieder die Punkte, wo ihr selbst überlegen müsst, seht ihr das eher kritisch, ist es euch egal, wie seht ihr das oder wie bewertet ihr das selbst? So, der erste Neutralpunkt ist die Verarbeitungsqualität vom Schaft hinten. Habe ich euch gezeigt, die schwarze Version oder der schwarze Schaft ist von der Verarbeitungsqualität wirklich gut. Da gibt es nichts auszusetzen. Wenn man das aber direkt vergleicht mit der FDE-Version von der B-Color-Version, da hat der Kunststoff teilweise lauter so Fransen ein bisschen dran, so Fasern dran. Also hier qualitative Unterschiede irgendwie im Kunststoff oder in der Farbe. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht weil die Farbe halt schlechter aus der Form rausgeht. Nee, Quatsch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, beachten, die TAN-Version oder zumindest die Version, was ich da habe, von der B-Color-Version, da ist der Kunststoff vom Schaft nicht ganz so gut verarbeitet. Bei der schwarzen Version passt es wunderbar. So, zweiter Neutralpunkt, da habe ich euch auch vorhin schon gesagt, das ist der offene Vorderschaft, was mich persönlich ein bisschen stört. Denn wenn ihr euch hier keine solche Abdeckung, so M-Lock-Abdeckungen einmal drauf macht, dann seht ihr natürlich hier innen drin die gesamten Kabel, ihr seht den Akku drin liegen, ihr seht den Balancer. Das sieht nicht schön aus, das ist Quatsch, eigentlich ist es wurscht, aber ich finde es trotzdem nicht perfekt. Wie gesagt, sowas stört mich einfach. Dementsprechend seid doch so gut und macht euch da solche Panels drauf. Nehmt einen schwarzen Akku, nehmt so einen Superior-Akku oder sowas. Nicht unbedingt so einen blauen Turnigy, das sieht halt mega dämlich aus. Wie gesagt, ein bisschen schade, hätte der Hersteller mitgedacht, hätte er uns hier innen drin vielleicht einfach ein dünnes Blech irgendwie innen drin entlang als Verkleidung machen können, dann wird man Akku nicht sehen. Wäre perfekt gewesen. Also hier, wie gesagt, wenn ihr den Akku ein bisschen verbergen wollt, macht euch solche Panels hier einmal drauf und gut ist. Also hier kleiner Neutralpunkt. So, der nächste Neutralpunkt bezieht sich nur auf die CQB-Version und zwar auf die Ausrichtung des Rohres bzw. des Outers. Habe ich euch bei der Verarbeitungsqualität gezeigt. Hier bei der langen Version, wo man normalerweise denkt, der aufgrund der Länge, aufgrund des Free-Float-Systems, kann der vielleicht ein bisschen hängen oder ein bisschen Spiel oder so haben.
Überhaupt nicht. Bedeutet, beide Läufe oder beide Outer sitzen bei beiden Versionen perfekt einmal drin. Aber irgendwie passt die Ausrichtung nicht perfekt bei der CQB-Version. Bedeutet, wenn man wirklich ganz genau und sehr pingelig einmal hinschaut, da sieht man eigentlich, dass der gesamte Outer Barrel oder euer Rohr bei der CQB-Version ganz leicht von der Flucht nach unten läuft. Und das ist nicht, weil er Spiel hat, sondern das ist einfach von der Arretierung irgendwie so. Bedeutet, er hält bombenfest drin, aber er läuft dennoch nicht komplett zentriert im Vorderschaft. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, dann der nächste kleine Neutralpunkt, da müsst ihr letztendlich nur ein bisschen aufpassen. Das ist der Feuerwahlhebel. Und zwar nehmt ihr teilweise erstens mal das Zahnradsystem, nehmt ihr ein kleines bisschen wahr. Bedeutet, ihr habt nicht so ein schönes Klick, Klick, Klick wie bei einer AR15, sondern ihr nehmt einfach die Zahnräder, nehmt ein bisschen wahr. Also ihr nehmt so ganz leicht ein bisschen Reibung wahr. Das würde ich jetzt gar nicht so arg kritisieren, aber aufpassen. Die hintere Schraube, die in den Spring Guide reingeht hier hinten, das habe ich euch gezeigt beim Federschnellwechselsystem, hat Einfluss auf den Feuerwahlhebel. Bedeutet, knallt ihr die Schraube da hinten mit Schmackes zu, dann läuft der Feuerwahlhebel total bescheiden. Macht ihr die Schraube eine halbe Umdrehung weiter auf, dann flutscht der wunderbar. Also hier letztendlich aufpassen, läuft das Ding nicht sauber, kontrolliert hier hinten drin die Schraube. Ist sie zu fest, kann es passieren, dass er noch stärker reibt. Also kleiner Neutralpunkt, ja, Feuerwahlhebel. So, und jetzt der letzte Neutralpunkt. Da war ich mir sogar ein bisschen unsicher, ob ich es nicht sogar als Kritik geben soll, aber das wäre nicht angemessen meiner Meinung nach. Und das ist ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis. So, da muss man zunächst mal sagen, ja, auch die alten Versionen, beziehungsweise die, wann kamen die? Dezember 2021, die älteren Versionen ohne diesen gefrästen M-Lok-Vorderschaft und noch mit der alten Hop-Up-Kammer drin, kosten auch schon 450 €. Bedeutet, letztendlich kann man da gar nicht maulen. Wir bekommen jetzt einen M-Lok-Vorderschaft, CNC gefräst, Qualität hervorragend und wir bekommen ein hervorragendes Hop-Up-System ebenfalls noch mit dazu. Dennoch sind wir jetzt bereits bei 500 € für eine A&K Masada. Und jetzt könnte ich mich über die aktuelle Wirtschaftslage aufregen oder über die Materialkosten oder vielleicht die Frachtkosten oder whatever. Es ist einfach grausam. Wie gesagt, ich finde es einfach ein bisschen grausam, wenn man sich überlegt, vor ein paar Jahren hat man so eine Masada für einen Apfel und ein Ei bekommen und jetzt bezahlt man dafür 500 €. Und das tut ein bisschen weh. Wie gesagt, nichts Kritisches, kann man letztendlich nicht kritisieren. Die Wirtschaftslage ist aktuell einfach mega dämlich oder mega beschissen. Aber dennoch für so eine Masada 500 €, boah, ist schon wirklich teuer. Ist wirklich teuer. Schade. Aber wie gesagt, man kann es nicht kritisieren, kostet aktuell alles Schweinegeld, auch wenn ihr mal guckt, die BCM bei Airsoft to Go, VFC kostet um die 600 € oder sowas. Also wenn das so weitergeht, dann können wir uns bald keine Kniften mehr kaufen, glaube ich. Also, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität ist in Ordnung, man bekommt ein traumhaft und schön funktionierendes System, aber muss halt mittlerweile wirklich 500 Taler dafür auf den Tisch legen. Sehr, sehr teuer, sehr teuer. Gut, billiger wird es wahrscheinlich nimmer, können wir nicht davon ausgehen. So Leute, habe ich jetzt in diesem Review noch irgendwas vergessen anzusprechen? Möchtet ihr etwas ergänzen? Habt ihr weitere Fragen zu der Masada oder zu irgendeiner anderen Airsoft? Ihr wisst Bescheid. Haut einfach alles unten einmal ins Kommentarfeld rein. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst ein Like, ein Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon da. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder, denn ich mache jetzt erstmal Urlaub. Wünsche euch was, haut rein, macht's gut.